Hey Guys, na wie geht's? Alles klar? Mau.
Frau Katze, du bist kinky. Weiß ich nicht. Why? Me didn't do anything. I'm innocent, Katze. Ja. Das kannst du selbst nicht mehr sagen, ohne zu kichern. Nanu, ich sehe dich giggeln. Ich sehe dich giggeln. Ich sehe nicht. Ja. Ja, ich sehe nicht. Ja, ich sehe nichts. Kann nur sein, dass ich gleich noch mal kurz weg muss. Ich mache uns gerade nebenbei Nackis. Und Kelvin, wie war dein Tag? Alles klar bei dir? Was denn? Was ist denn Wah? Frau Mau. Ja, have fun mit der Diskussion. Gar nicht das erste Mal. Oh hey, die Heißluftfritteuse meldet sich. Be right back. Das heißt nice. Die meldet sich noch 3 Mal, bevor es Essen gibt. Oh. Keine Nuggies. Volunteers, just say the word. I'm a dab hand when it comes to the old fisticuffs. Of course. Gibt Nuggies? Ja, es gibt Nuggies. Die werden wir dann on-stream verputzen. Denn die Katzchen sind eh lang genug in dem Spiel, dass man das machen kann. Hi. Und wir machen jetzt am Anfang basically eh das, was die Katze gestern noch am Ende gemacht hat. Also dementsprechend gibt's für die, die gestern im Stream da waren, bei der Katze noch nicht so viel zum Verpassen. Und auch Nuggies, ja komm rum. Finish with that lot. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the Ich bin in 8 Stunden da. Everything's Also rosy. kann ich sogar noch mal welche frisch The machen. Lakewater doesn't agree with it then. That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so. Selbst im Englischen mobben alle We had Tito. any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Aber seine letzten Tage für Katze und mich sind einfach nur Creative Business Unit Free konsumieren. Is our only means of reaching the mainland. Wir stehen auf, Nomsen, ich gehe einkaufen oder so. Dann spielen wir FF14 und dann spielen wir FF16. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax.
to track birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Morgen Abend wieder TCG gespielt, bringen einen Kumpel Dragon Ball TCG bei, der mit anfangen wollte. Oh, nice. Ich habe halt echt nicht gewusst, dass Dragon Ball überhaupt ein Card Game hat. Wobei andererseits, ich denke, es gibt sehr viele Card Games, die ich nicht kenne. Also so Trading Card Games, und gleichzeitig hat gefühlt jedes größere Franchise mittlerweile eins. Ui, ich mache auch den Katzensprung. Habe ich Fertigkeiten zum Verteilen? Nee, habe ich nicht. Okidoki. Dragon Ball Card Game ist ein besseres Magic the Gathering. Ich habe keine Ahnung, aber was soll Magic an sich nicht schon sehr gut sein? Also doch, also zumindest von denen, die ich kenne, die haben eigentlich Magic immer sehr angepriesen. Stimmt, ich habe jetzt auch ehrlich ausgerüstet zum Testen mal. Can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. So, dann parten wir gleich hier hin. What happened here? Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now, I reckon. The boys from the Jo, hier wurden ein paar Leute umgebracht, ja? They've killed my bearer. I demand recompense. Magic kannst du viel eher eine schlechte Hand ziehen und Karten, die du nichts machen kannst oder dir das Mana fehlt. Dragon Ball kannst du jede Karte füllen, weil jede Handkarte als Key. Oh, okay. Let's get you to a physical, shall we? A Physical, also ein Scholar der Physics Band. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Ja, eine Morris Kevin, ich habe schon geglaubt. Es ist einfach nur. Ich habe halt immer nur eigentlich Gutes von Magic gehört. Man heißt ja noch immer nicht, dass es schlecht ist. Elixir ist mir zu teuer. Take care out there, eh? Oi, look sharp!
War halt nur ein bisschen überrascht, weil ich sag halt mal, das eine ist halt einfach ein Spiel zu einem sehr berühmten Franchise und das andere ist halt doch eigentlich nur ein Kartenspiel. Deswegen hatte ich halt nie in Frage gestellt bei Magic, ob es jetzt wirklich das Beste ist oder nicht, weil, naja, meistens sind halt die Sachen, die nur, Look. Up ahead. ich sag mal, das eine produzieren. Arthur. Meistens das Beste. Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. Da nehmen wir zum Beispiel Spiele zu Filmen beispielsweise. Die sind in der Regel meist nicht sehr gut. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Nee, deswegen meinte ich, es hat ja keiner schlecht geredet. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet das Dragon Ball Card Game quasi besser ist als Magic. Ich hätte wenn gedacht, so, wenn ein Card Game besser sein wird als Magic, dann vermutlich eben ein Card Game, das eben auch nur ein Card Game ist und sonst nichts. Are we too late? There might still be someone inside. Alle diese Arschköpfe, die waren eh schon alle fast tot, die ganzen Träger hier. Oh, ich muss gleich in die Küche. Die Heißluftfritteuse. Sie ruft mich. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Wie weit bist du eigentlich schon bei der Tag 1 Zusammenfassung, Kelvin? Ich meine, ist ja doch ein bisschen was zum Schauen. Wait, Also Zusammenfassung ist gut. Tag 1 VOD, so rum. Keine Zusammenfassung. Ich laber auch schon wieder Scheiße. Keine Zeit für Zusammenfassungen. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Alter, was sind denn das für Pseudo Dark Knights? Minute 40? Naja, da hast du noch ein bisschen was. Ich will noch mal ein bisschen... Falsch. Gut. Dann wenn ich jetzt... einen Kugelblitz. Dann Gewitter. Dann könnte ich danach die Ramme. Okay. Kann ich damit... Oh mein Gott, damit kann ich die Kugelblitz triggern. Komm mal her. Holy shit. Okay, Irrlicht und diese Kugelblitz kann man gut kombinieren. Nice. So, ich bin da ganz kurz in der Küche. Gib mir a sec.
So, da bin ich wieder. Is that all of them? Es kommt nur noch einmal zu einer Unterbrechung und dann ist das Essen da. Und dann bin ich permanent für euch anwesend. I didn't see the abbot. He may still be alive. Found her. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Sad. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg Sid's aid. And tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' Oh, remains. hatte auch ein Brandmal. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. Oder? Ja, Currents doch. there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Ich frage mich jetzt, in welche Richtung diese Arc gehen wird. Denn eigentlich ist es noch recht, ja, planlos, wo es hingehen soll. Ich glaube, wir müssen hier außen rumlaufen, denn ansonsten komme ich da nicht nach hinten. Yo, ist das ein Ahriman? Ahriman Rang C. Okay. Gibt's jetzt Hunted Mobs?
Oder ist das, weil das normalerweise ein Dämon ist? Berüchtigte Gefahren ab und zu mit klar auf Kreaturen treffen, den Stärken, Gefährlichkeit fast alle anderen übertreffen. Müssen solche giftige Teile. Okay, doch bringt ihr Ruhm ein. Fällt der Materialien. Oh, na dann. Think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. Was für Todesurteil, Bruder? Was? Holy shit. Also so eine Art Superbosse. Holy shit. Gott. Das war close. Das muss jetzt ordentlich. Ja, ja, das macht schon guten Damage. Ne. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gedodged habe. Nein, ich will hier raus. Holy fuck. Sowas von One-Shot, wenn ich da drin stehen bleibe. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Verpiss dich doch nicht immer, Alter. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Kein Seisker, Bruder. Okay, der Gegner war schon... Ja, heftig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber... Er hatte schon Mechanics. Oh, Level Up. Aber kein interessantes Material. Aber ich habe ja auch 10 von diesen Dingsies gekriegt. Also, I guess, das ist dann... Ich meine, ich war mit Ruf nicht weit weg. Es ist anscheinend Ruhm. You didn't see that coming. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Darf's gerne öfters spawnen. Wo ist Chill eigentlich? Kein Bock mit uns mitzulaufen. Schade. That must be the bridge. Dann erweisen wir den Trägern halt die letzte Ehre. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Na gut. Oh, gehe ich direkt zur Marthas Rast zurück? Ja, komm, ich war hier unten schon einmal erkunden. Da konnte ich eben noch nichts machen.
Best off staying where we are for now, I reckon. Wie geht's dir, Martha? No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young cursebreakers. Alter, die Mutter von Clive, die hat halt echt einen an der Waffel, das ist insane. Neuer Sidequest? Ui. Aber mit einem Plus? Gibt es in FF16 Sidequests, die was anlocken? You handy with that sword of yours? Ja. You are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Natürlich helfen den Chocobos. You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. Weißherz? Alter, ist das Ambrosia? Oh. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Treffen wir unsere Chocobo-Dame wieder. Footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. Alter, das ist sowas von unser Vogel. And don't worry. You'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Ah, das wird voll schön jetzt wieder werden, Ambrosia zu sehen. Vielleicht dürfen wir sie noch reiten. Komm, Torgal. Komm, chill. Ambrosia wartet auf uns.
A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Ist sogar ein Item. Oh, ich bin so gespannt. These chocobos aren't going down without a fight. Well. Haben sie sich gut gewehrt. Da hinten. Und das muss doch Ambrosia sein, oder? Ist der weiße Chocobo am Auge verletzt? Man sieht das andere leider nicht gut. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Yeah. Warum gibt es in jedem Spiel Chocobo-Bilder? Boah, diese Combo ist echt insane. Den anderen anvisieren. Oh Gott. Den hier. Dankeschön. Jetzt ramme ich dich ein bisschen. Holy fuck! I heard you like doing damage. Nein, ich hab gedrückt, Alter. Was soll das? Komm. Ey. Warum funktioniert mein Konter gerade nicht? Geht doch. Machen wir Fast Torgal. Immer Blitzra machen. Ja, das ist cool. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? Es ist wirklich Ambrosia. It couldn't be. Oh. Als ob wir Ambrosia einfach in der Sidequest sehen. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! He isn't over! I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then.
I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Oh, das ist gerade voll schön. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Ja, komm mit. Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Ui, da. Ja, sogar mit einer Augenklappe. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see. Alter, imagine, wie cool das jetzt gleich aussehen wird mit Ambrosia und Torgal. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Auftrag abgeschlossen, ja. Ambrosias Sattelzeug. Oh, kann betrachtet werden. Ein Sattel und Zaumzeug, beides Maßanfertigungen für den Chocobos Clives Jugendzeit Ambrosia. Quäh. Chocobo freigeschaltet. Nach 18 langen Jahren sind Clive und sein Reitvogel endlich wieder vereint. Halte R3, während du dich im Freien befindest, um Ambrosia beizurufen. Nichts machst du. Let's go. Okay. Und wenn ich loslasse, ist wieder... Oh, das ist cool. Oh, das ist gerade voll schön irgendwie. Und Chill hat auch einen.
Torgal. Hallo, Chill. Kommt. Aber ich kann auch springen. Oh, man kann auch ein bisschen so gleiten. Kann ich irgendwie quer machen? Oh, man kann angreifen. Kann ich quer? Doesn't seem like it. Kann kein quer. Aber gut, anscheinend gibt es Sidequests mit einem Plus, die etwas anlocken. The more you know. Back to the stables, girl. Jo, das war schnell weg. Ich bin nur ganz kurz in der Küche, Geist. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Essen ist angerichtet. Ja, du hast da was. Weil ich überall Ketchup habe. Ketchup ist meistens flüssig, Frau Gase. Ja, aber nicht so flüssig. Du hast es so gut geschüttelt.
Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, natürlich. Weil ich nicht Ketchup benutzen kann, bist du schuld. Ich kann Ketchup benutzen, aber das ist Gefühl. Mau, mau, mau. Weißt du, was ich dafür Tolles habe? Ich habe Ambrosia. Ani? Es gibt Sidequests, die Sachen anlocken. Oh. Oh, ich will auch haben. Es gibt Sidequests mit einem grünen Plus, die anlocken was. Aber ich habe, glaube ich, alles Sidequests. Ne, die kommt erst bei dir. In der nächsten Main Quest dann. Aber ich habe auch so weit mit. Also hier war so ein fahrender Händler mit einer Quest. Wurde auf der Map angezeigt. Okay, ich muss sowieso ins Versteck zurück. Ich hoffe mal auf eine Cutscene. Auf eine Katze. Ich hoffe immer auf eine Katze. Ja, genau. Sobald es ein Plus gibt, kriegst du was. Der ganz dicht habe ich gemacht. Ja. Ja, guten Noms. Gut, Noms. Warte noch auf die nächste Cutscene, bis ich währenddessen Noms. Did you find me some wax? Find is one way of putting it. Oh, mein Chat hat dich aktualisiert. Yo. Hey Cecilia, wie geht's dir? Alles klar? Sorry, mein Chat war nicht aktuell anscheinend. Wie war dein Tag? Erzähl. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? Hoffe, du bist noch nicht lange da. Same as me old man. Das ist gewohnt, ignoriert zu werden. Das stimmt nicht. Ich ignoriere dich nie. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Aber ich kann dich schon mal beruhigen, du hast quasi nichts verpasst. Ich bin basically jetzt an dem Punkt, wo Katze gestern aufgehört hat. Abzeichen. Oh, plus 12. Kann jetzt Titan kommen. Ich weiß nicht, warum du so verbissen auf Titan bist. Ich habe keine Ahnung, wenn wir demnächst Titan überhaupt kriegen werden. Ich dachte mal, Cecilia ist so ein bisschen auf Shiva, ja. Dann wie geil auf Titan. 12 Angriffskraft ist schon nicht schlecht. Mhm. Fertigkeiten kann ich mir noch keine neuen leisten. Ich weiß halt nicht, ob der Sohn ist, weißt du? Das Ding ist, der erste Arc in diesem Game hat ja basically damit begonnen, ja. Das war eigentlich nur ein Typ in der braunen Robe folgen und auf einmal war Garuda da. Es ist nicht so, als ob wir dorthin gegangen wären für Garuda. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wohin uns unser Arc führen will, weil gleichzeitig haben sie jetzt auch über die Mama wieder gesprochen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn es nächstes Titan ist, don't get me wrong, aber ich weiß halt nicht. Dieses Spiel hat mich schon so oft überrascht, ich weiß nicht, worauf ich vertrauen kann. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist.
And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. They'll never see us coming. It's time we moved on the Mother Crystals. Four Mother Crystals remain in storm. Okay, also nächster Arc ist Mother Crystals zerstören. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Jetzt wird jetzt Drake's einfach breath. die Sakura-Lina-Narbe. Ambrosia hat eine Augenklappe beim Zaumzeug. Oh. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Das ist halt exakt die Narbe, die auch Sakura und Lina haben. Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Okay, ich bin gespannt. Kupo. Autostheke freigeschaltet. Alter, was unlockt man hier alles nach über 17 Stunden Playtime? Kunde aus dem Landen, stille Stifter, Jagdbrett. Okay. Ich habe vorhin gegen einen Ahriman gekämpft. Oh. Das war so ein Special-Mob. Der hat eigene Mechanics gehabt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in World of Darkness gewesen. Oh ja. What are we waiting for indeed? Der wird schon lustig. Ist ein netter Kerl. Ich habe auch Ambrosias Feder gekriegt, aber anscheinend kann ich aus der nichts craften. Oh. Doch nicht. What'd you need? What do you want? That it? Bitte in der Bar. Fine. Ah, bei der Feder steht dabei. Nee. Anscheinend habe ich die Federn nicht mehr. Nee, das Sattelzeug. Ich hatte eine Feder, aber anscheinend habe ich die eingetauscht gegen Sattelzeug, I guess. Was? Was für Flügelfeder? Ach, da. Aber das braucht man zum Rufen. Ah. Soll mich vorhin ein Epic-Item. Ah. Vielleicht hat das dann wirklich. Ich habe neue Post. Ah, da links unten. Wow. Ein Sattel und Zaumzeug, angefertigt für Ambrosia, Clives Chocobo aus seiner Jugendzeit. Selbst nachdem es von seinem Herren getrennt worden war, diente das edle Reittier an seiner Stadt weiterhin Rosaria und beschützte die Wehrlosen vor den Herzlosen. Was? Ganz wie es sein aufrichter Schild tun sollte? Donnerwetter! Herzloser, Herzloser, Herzloser! Hat sich nichts geändert! Was uns Chocobo heißt.
Oida, ein Brief von Jill. Muss ja eigentlich die Karte lesen. Nein. Ja, weil sie eine Frau ist. Aber sie hat eine schöne Unterschrift. Oh. Es tut mir leid, dass ich dir immer wieder diese albernen kleinen Briefchen schreibe. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um persönlich miteinander zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir für jeden Tag, den wir zusammen verbringen, 2 weitere getrennt voneinander ertragen müssen. Oh, ich war so froh, als ich von deinem unerwarteten Wiedersehen mit Ambrosia oder doch Weißherz gehört habe. Du hast mir einmal erzählt, wie sie sich in jener Nacht am Phönixtor geopfert hat, um dich zu beschützen. Und so viele Jahre später finden wir heraus, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht aufgehört hat, andere zu verteidigen. Manche Dinge ändern sich eben nie, oder Clive? Oh. Ambrosia Cutobo. Ja, oh, ein Cutobo. Oh, cute Mau. Dani. Ja, ein cuter Chocobo. Ein Cutobo. So. Was wollen meine Gärtner hier unten von mir? Hallo. Lass mich raten. Deine Dinge sind irgendwo hingegangen, aber du willst nur Erde haben. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Sure. It'll be nice being the bearer Verteile ich halt of die news for a Früchte. change. Thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's finally the day. Oh Gott. Ich meine, es ist ja süß, dass es sich um, sag ich mal, das Erbe weiterführt von einer verstorbenen Freundin und so. Aber es ist ein bisschen creepy, wenn er den Baum Martell nennt. Wie wir alle wissen, wir alle werden irgendwann ein Blatt oder ein Ast. Did you come through the forge today? Die hat bestimmt Unkraut. Ja. Oh, die spielen mit Torgal. Oh, brave Kinder. Oh, eine Ninja-Mau. Aber weh tut Torgal weh, ja? That broom's as ragged as a goat. You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martell. So. Martell. Ich werde zuerst den Schlüssel zur Sterblichkeit finden. Weren't she the girl from the Furrows? Shadow Miao Jutsu. She was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Mit den Quotes los heute. I stare at plants all day, Alter. Others weren't so lucky though. Wetten die da unten? Oder der da unten wird irgendwann wie Haru werden, Alter. Ich spreche den irgendwann an und er sagt zu mir einfach nur Kaffeeboden. Ja. A
gift from the backyard. For your Willst du ein service. sexy Nurse-Kostüm? Soll ich dir eins kaufen? Weiß nicht, willst du mich in dem sexy Nurse-Kostüm? Ich weiß nicht, du hast anscheinend gesagt, ich hoffe, ich krieg auch ein sexy Nurse-Kostüm. Ich kann mich an diese Quote nicht erinnern, aber anscheinend hast du das mal gesagt. Das sieht aus wie ein Moki-Bommel. I haven't seen a hideaway apple since. Ich verstehe nicht, warum mir die Bommel so lecker Old aussehen. Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, Ey, geh doch selbst in den Garten, Alter, wenn du welche willst. What the fuck? you can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Fauler Sack, alter Otto. Ich dachte, ich bin der Chef. Sollte nicht ich Otto runterschicken? Vielleicht könnte ich Torgal runterschicken mit so einem Körbchen. Stell dir vor, er hätte so ein geflochtenes Körbchen im Maul und dann füllen die das auf und dann geht Torgal Früchte austragen. Oh, das wäre voll cute. The Cursebreakers send their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martell. They remembered her. After all these years. Aber die Quote I ist super, suppose die she was very Tagequote. kind, even to a tongue-tied lummox like me. Wer hat die Tagequote eigentlich geschrieben? War das Cecilia? Du? Oida. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't gonna rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When Ich hab she deswegen died, das I named a Überkehrer sapling dazu after her. getan, wenn man sich And now sonst it's a wieder wundert, full-grown what the tree. fuck Taki da gesagt hat. Martell lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really. Und noch but eine Tagequote. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's Noch not eine too much to ask. Tagequote. Of course. Alter, what the fuck? I'll see that you're both well provided for. They like your fruit. 3 Tagequotes hintereinander. Könnt ihr das überbieten? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Bitte 3 Tagequotes, wer bittet mehr? Ich hoffe, dass Jago auch jetzt geschmust wird, wenn er das macht. Ja, Katze. Ich hab belohnt. Natürlich der Schatz das. Ja, das will ich auch hoffen. Einmal bitte auch Jago von mir schmusen, ja? Ja, von mir auch. Von der Katze auch, falls man nicht gehört hat. Den süßen Real Life Torgal Flausch. Er sitzt so süß da. Ja. Ich muss... Warte, nee, die Katze darf das screenshotten bei sich. Ach ja. That broom's as ragged as So, was will der Mokri?
Mit seinem geilen Bommel. Kupo. Ach, da bist du ja, Kupo. Ich wollte dich schon suchen gehen. What's the matter, Nectar? Darum geht's, Kupo. Hunting Board. It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Nein, das wusste ich doch schon alles, Kupo. Da war Mogri. Und deshalb brauche ich deine Hilfe, Kupo. Wie du weißt, bin ich der mächtigste Mogri weit und breit. Keine Bedrohung im Wald und Flur macht mir Angst, Kupo. So schnell kann keiner lesen, Kupo. Aber nicht alle sind so tapfer wie ich, Kupo. Und deshalb möchte ich bitten, Kupo, alle disgusten Kreaturen, Kupo, aus dem Weg zu räumen, Kupo. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Alastia are going through a lot already. Kupo. What with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, Kupo! I can. Or at least I can try. Oh, vielen Dank, Kupo. Das ist ja keine Ahnung, wie froh ich bin, dass mir endlich jemand zuhört, anstatt nur meinen Bommel anfassen zu wollen, Kupo. Und keine Sorge, Kupo, ich bleib hier am Brett und halt genau am Auge, was um neue Informationen reinkommt. Wenn du Fragen hast, dann lass es mich wissen, Kupo. Alter, ich hätte noch zum Rap-Gott wegen diesem Mogri. Berichte über schreckliche Bestien, die die Gegend unsicher machen, werden am Jagdbrett ausgelegt, in der Hoffnung, dass sich furchtlose Helden wie Clive der Sache annehmen und diese berüchtigten Gefahren in Chaos machen. Es ist das Aranest. Ja, den habe ich schon gekillt. Der Engel des Todes. Bam, bam, bam. Ratzenteufel. Okay, ich kann den aber nicht mal annehmen, ich sehe einfach nur ein Rank und ja. Einer Sonnenpfad, andere gebrochene Griff. Irgendwann, ja. Was habt ihr jetzt? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. Whisper. Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no. That's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Your benefactors are a generous lot. Also, es ist wirklich Für das Abschließen von Nebenaufträgen erhält Clive Ruhm. Was anonyme Gönner? Anonyme Gönner, Alter, geil. Seid ihr auch anonyme Gönner? Heute bin ich in Gönnerlaune. Das anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung der Sache zukommen zu lassen. Ja, okay, alles klar. All yours. Here you are. Gleich finanziert sich durch Sugar Daddies, change my mind. Best of luck out there, Sid. I mean, maybe sind es bei ihm auch Sugar Mummies, das kann auch sein, aber er kann sich's halt leisten, ne? Clive ist der Sugar Daddy. Naja, viel hat er jetzt nicht. Hier haben wir Phoenixflug und totale Umarmungsskillen. Ich habe fast genau alles ausgegeben. Jage vom Bett runtergehüpft. Oh. Er kommt später bestimmt wieder. Gut, Sidequests gibt es jetzt gerade keine. Will ich auf die Suche gehen nach den Special Mobs? Ja. Kann ich überhaupt nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann gerade eine MSQ machen, ja. Na gut. Dann gehen wir nach Fels Falkenschrei. Do you think it was wise to leave, Gav?
He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Was ist los, Torgal? I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? Sieht wohl eher so aus, als gehen wir jetzt zu den Eisernen. After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side. Oh, wird das der Chill-Arc? Oh, imagine, es wird in dem Arc wieder zu Shiva mal. Weil sie quasi mit ihrer Vergangenheit abschließen will. We will face it together then. Celia, maybe wird das nicht der Titan-Arc, sondern der Shiva-Arc. Come on. Blutsbande. Ja, Torgal ist so ein good boy. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same Ist das da? Ganz hinten am Horizont unsere alte Heimat vom Anfang? Warum stellen die überall so Türme auf, Alter, wie ein Endwalker? Holy shit! Ja, das da Holy! könnte sein. Also, Sie machen den Digimon-Kaiser, ja, keiner. Oh, warte mal, ich kann doch... Chocobo, Chocobo. Gut. oh. Oh, das ist so ein Drachen-Dingsi. Ah, R3. Das wollte ich nicht. Egal. Torgal hat schon gekillt. Holy shit. Holy shit. Er fliegt. Au. Ja, meiner hat nicht getroffen. Müssen wir auf den Stein kämpfen? Ah, leider hat es nicht viel Kombo gezählt. Okay. Alles Spättürme? Keine Ahnung. Vielleicht sind das auch nicht spezielle Türme und ich bilde mir es einfach nur ein und das sind einfach nur, weiß ich nicht, wie in Minecraft so Dirt-Penisse, die Leute gebaut haben. Diese Abzeigung hier ist kein sus, da will ich hinschauen.
Ah, ich rammel dich einfach mal weg. So, was gibt's da hinten? Frau Garze, du bist 14. Und Grabstein. Oh nein. Okay, ich werde bestimmt in der MSQ später dahin kommen, weil hier irgendjemand begraben liegt. Gehen wir mal nach Amber. Come on. Yeah. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. Lass mich raten, die Träger. It would be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right. I heard you. Hier gibt's einen Shop, let's see. Welcome, stranger. Ich frage mich, ob der letzte Händler im letzten Gebiet mir auch ein Geierschwert andrehen will. Vielleicht. Much obliged. Night Terrors. I Okay. suppose we won't be seeing you again. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Okay. We're going hunting for outlaws. Ich frage mich, ob wir in dem Game auch jemals mal eine Karte sehen. Bis jetzt sieht man immer nur Doggos. Aber ich frage mich, wie krass eine Katze in dem Game aussehen muss. I mean, eine Mieze Miau hast du ja schon. Ja, aber die haben wir nicht richtig gesehen, oder? Du hast gegen die gekämpft. Ich meinte eine Hauskatze. Ramau. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever Chill saw ist eine one süße before. Miau. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring Ich weiß nicht, ob ich bei Chill eine Katze assoziieren würde, to be honest. I might have turned him in and become a Black Shield Und myself. ich muss miauen wegen der Katze. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Ich meine, Clive würde ich schon mit einem Wolf assoziieren. Hm. Aber Chill? Ich weiß nicht, ob ich wirklich Katze nehmen würde. Zumindest keine normale Katze. Wenn es eine Katze ist, dann vielleicht sowas, irgendeine elegante Raubkatze, wenn.
Vielleicht. Ich glaube, es muss irgendein elegantes Tier bei Chill sein. Bei Hauskatzen muss ich irgendwie mehr an so Dörp-Katzen denken, die lustige Miau-Geräusche machen. Lugger, 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 miau. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber. Und schwarzer Schneeleopard könnte May passen. I at least ask why? Aber vielleicht eher so ein Polarfuchs. Or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. So, das habe ich auch genommen, jetzt bin ich ganz komplett da. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Ich hoffe jetzt wirklich, dass das der Chill-Arc wird. Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Es wäre mal nice, mehr über Teammates eben zu wissen. Oder über den Teammate, der uns noch geblieben ist. Oh. Port Isolde. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Hello, what the fuck? Was machen die hier draußen? Alter, was? Leute, hier ist kein Star Wars. Ever since the apodatory, we've seen more and more echoes. Oh no, bitte. What is waking them? The mother crystals collapse. Bad idea. You're not going to like it. Was? Okay. Warum gibt es hier zwei Wege? Der untere sieht aus, als würde es hier mehr geben. So dumm, dass du dich gezeigt hast. Bombe? Auch noch schon hier draußen. Okay, was ist das? Ist das? Das ist ein Ü-Ei, Alter. Ich habe ein Ü-Ei gefunden. Und das sieht happy aus irgendwie. Das lacht so. Geil, Alter. Ü-Eier. Also hier ist so ein
Ding auch wieder abgestürzt, ne? Oh, Schwarzschilder. Hallo. Warte, ihr habt einen Caster. Den will ich zuerst mal loswerden. Okay. Damn, Leute, der hat einen 4 Gil. Ja, aber als ob man das Ding hier nicht rein kann. Okay, hier würden sich quasi wieder Wege treffen. Aber ich glaube, wir bleiben trotzdem unten, weil hier sieht das hier sieht wieder interessanter aus. Ja, aber gerne mal wieder schönes Wetter in dem Game irgendwie. Seitdem wir aufgebrochen sind, weil die Schwarzschilder diese Träger umgebracht haben, ist ja alles so neblig und disgusting. Ich glaube, das wird auch noch so eine Zeit lang bleiben. Aber Frau Katze. Ich will das nicht. Okay, hier haben wir eine lange Burgmauer. Oder, nee, vergessen. Das ein Aquädukt sein? Auf jeden Fall mehr Schwarzschilde. Okay, der Kugelblitz ist ein bisschen annoying, weil wenn man anvisiert, dann visiert man irgendwann automatisch den Kugelblitz an. Der ist zwar ganz cool, aber ein bisschen annoying. Ja, okay, nee. Der Kugelblitz nervt mich zu sehr. Normalerweise finde ich solche Angriffe ganz cool, aber das mit dem Anvisieren nervt ein bisschen. Nehme ich halt die Shockwave mit. Eh nicht gut, wenn ich zu viele Skills aktiv habe, die eher so buffen. Ah, hier längs oder runter, okay. Ein Viadukt. Okay. Das ist ein Viadukt. Ey, ich will das mal einsammeln. Ihr könnt doch hier nicht spawnen. Was soll das? Tut's? Ist einer von euch zufällig, was ein Viadukt ist? Ich meine, ich weiß, was ein Aquädukt ist, aber ein Viadukt? Die Heilia-Brücke. So ähnlich, ja? Hier ist Blut. Blood, Clive. And still wet. Oh, oh, Torgal knurrt. Was ist da los, Good Boy? Begriff schon mal gehört. Ja, gehört euch bestimmt auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht ganz, was das sein soll. Ey, diese Schwarzschilde haben so viel Dreck am Stecken. Ja, weil ihr einfach nur die Schoßhunde von der Mama seid. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Ich würde auch gerade sagen, nur weil ihr immer einen coolen Spruch droppt, heißt das nicht, dass das okay ist, was ihr macht. Ach, sind noch nicht ready. Okay, mal ganz so.
Es ist schlimm daran, wenn es ein Razer-Produkt ist. Ja, eben wenn es keine. Ach so. Ich habe gelesen, wenn es eine dreiköpfige Schlange ist. Nein, wenn es keine. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. Nani? They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Ja, Alter, stirb halt noch dramatischer. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. How to die dramatical, yes. Ey, die haben jetzt einfach die Leute eingesperrt. Nani? Was denn Nani? Hallo, macht ihr befreien, bitte. Hier ist ja nix. Ein Viadukt ist, by the way, eine Brücke. Einfach nur eine Brücke? Ja, aber halt eine Brücke, die so aussieht. Ah, okay. Mit Bögen und Pfeilern und... Okay, okay. Also ist quasi ein Viadukt einfach nur eine fancy Brücke. Ja. Found her. Holy fuck. Well... Well, it's time for revenge. Das wird Clive nicht gefallen. Ey, das ist der... Das war der Dude mit dem Apfel, oder? Am Anfang. Jo, einfach verkehrt rum und am Hals auch noch abgebunden. This was my mother's doing. Ihr seid doch krank! But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. Vor allem... Clive muss ja so richtig übel sein jeden Tag, wenn er darüber nachdenken muss, dass seine Mutter immer für diese ganze Scheiße hier verantwortlich ist. Nicht nur für das, was er und Joshua durchleiden mussten und auch im entferntesten Sinne Jill, sondern einfach alle. Nicht mal nur in diesem Land, sondern auf der gesamten Welt einfach. Ich meine, es gibt viele Arschlöcher, nur wenn du weißt, dass eines dieser Arschlöcher deine Mutter ist, muss das besonders schlimm sein. Mhm. Komm, in der Stadt ist doch bestimmt irgendwas. Irgendwo eine Kiste oder so. Die haben anscheinend hier so eine Werft gehabt. Das war bestimmt so eine kleine Hafenstadt eben. Ich meine, ergibt Sinn bei Port Isolde, aber ja. Hier wird's quasi... Oh, kann ich hier die Brücke runterlassen für einen Shortcut? Ah, da ist eine Kiste. 10 Virit, das war's wert. Auch wenn ich habe gefühlt irgendwie in dem Game schon lange keine
schon lange keine Materialien mehr für Craften oder so gebraucht. Ich meine, klar, für das Ramu-Schwert, aber das war das letzte. Und in der Zwischenzeit habe ich halt ultra viele Materialien wieder bekommen. Selbst da hängt einer, Alter. Und überall einfach die Raben und alles Mögliche. Das ist halt echt schlimm. Mutter ist schon echt disgusting. Vor allem, was halt auch immer bei dieser Mutter disgusting war, wenn sie ja dann am Anfang beispielsweise da war, am Schlosshof oder so, wo halt auch die normalen Menschen sind, weil sie nicht sagen will, sie wollte was von Joshua oder so. Sie kommt da einfach. Sie kommt da einfach angedackelt, ja. Und nicht, dass sie, weiß ich nicht, mit den Leuten normal spricht oder so oder irgendwas. Nee. Sie hält sich die Nase zu und sagt zu Joshua, oh, was machst du hier draußen? Ja, das ist voll eklig, ja. Selbst da wusste man schon, Alter, du bist einfach so eine hochnäsige Bitch. Aber jetzt ist es nicht nur eine hochnäsige Bitch, jetzt ist sie halt einfach eine Fotze. Ja. Du kannst was zum Trinken mitnehmen, bitte. Aus der Küche, ja. Ah, Cola, bitte. Dankeschön. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. No, you didn't hear nothing. Ja, hier scheint sonst nichts zu sein. Ah doch, hier ist eine Kiste. Wie konnte ich die nicht sehen, Alter? Was ist das für ein Monument? Oh, zum Ehren des 250-jährigen Jubiläums der Gründung des Großherzogtums Rosaria. War das gleiche? Ja. Und da bestimmt nochmal, ja. Okay, sie haben einfach einen Steinpenis gebaut für die Feier davon. Hier ist alles zu. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. Schau mal, die machen hier noch Lichtgas. Hier ist zu und Brücke. Oh no. Ich will schon. Arimiau. Ja, hier irgendein riesiger Fight gegen einen Drachen dann, ja. Ja. Und schau mal, die haben hier einen Steinpenis gebaut zum Jubiläum, des 250-jährigen Jubiläums von dem Großherzogtum Rosalia. Oh. Okay. They're all Rosarian. But this is their home. Ja, und die müssen flüchten. Oh, schau mal, wie süß. Oh. Liebing Schokobo. Wie so ein kleines Küken. Klein ist der doch gar nicht. Ja, aber liegt so da wie so ein kleines Küken. Die liegen alle so. Ja, man hat halt davor noch nie oft Chocobos liegen sehen. Im Versteck ist einmal einer gelesen. Ich meinte, abgesehen von FF16. So oft sieht man Chocobos nicht liegen. So oft in etwa wie Chocobo-Zähne. Ich glaube, sie liegen schon häufiger. Nicht vorhandenen Zähne. Ich habe auch nicht gesagt, wie häufig sie liegen, sondern wie oft sie liegen sich. Ja, musst du richtig zuhören, Frau Mau. Ich habe richtig zugehört. Nee, danke schön. Yes. Teufelskrabbe. Ich hätte gern Kartoffels-Rating auf das Wasser. Du kannst es ja raten dabei.
Splash Water again. Wood Water again. Wood Splash in the water again. Oh, Chill hat den alleine gekillt, okay. Die haben auch echt gut XP mittlerweile. Okay, das hat gesessen. Ich kam nicht mal dazu, Torgal den anspringen zu lassen nebenbei. Okay. Oh, was ist das für ein hübsches Dorf da hinten? Das sieht voll pretty aus. Seidenstrand. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. And I hope my uncle fared better. Oh, hier ist auch abgeschlossen. We should start with the main gate and see where that gets us. Oh, ich würde da gerne rein. Sieht voll pretty aus. Und scheinbar Clives Onkel da. Hier gibt es allgemein so in der Entfernung so voll viele Städte und so, die voll schön sind. Rosalia ist irgendwie allgemein voll schön. That's the main gate. Wenn die Mama nicht wäre. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Hier ist wieder so ein kleiner Strand. Mit einer Kiste. Wow. Wow. Weit durfte ich. Have mercy. Hier die eine Krabbe hat ein bisschen rumgesponnen da drin jetzt. Ich krieg grad schon wieder Attack on Titan Vibes. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Okay, ergibt Sinn. The Lazarus. Ah, also da, wo du gerade vorbeigegangen bist. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked Ja, abandoned. das ist voll sad. Diese Stadt sieht voll pretty aus. Sieht aus wie so eine Innenstadt von einer wirklich älteren Stadt einfach. So Innenstädte sind voll schön. Zähe Flammen. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Vielleicht kann ja Torgal einen kleinen Tunnel rübergraben. Oh. Bin ich mal verschlossen. This is nothing like I remember it. How quickly a crown Ich can würde es auch gern remembern, aber ich war hier noch nie. Ey, das ist voll schade. Das war bestimmt voll die schöne Stadt.
Not abandoned then. Oi! Visitors! Na gut, ich meine, die freuen sich natürlich über so eine verlassene Stadt, das ist klar, ja. Apologies. We'll show ourselves out. Or not. Ich denke mir halt wieder, ich meine, klar, es sind Banditen, ja, aber wenn die eh von selbst weggehen, dann lass die doch einfach ziehen, oder? Ich glaube, vielleicht denken sie, dass sie auch noch Jo, das war ein heftiger Finish. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. Jo, ist das... Phoenix. It can't be. Nee, das ist doch nicht When you died. Ist das... Nani? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Doch der eine, der verletzt wurde, den Joshua gehalten Ja, hat, oder? nee, das ist der, der Joshua aus dem Zimmer abgeholt hat. Oh. Der verletzt wurde, ist gestorben. So wait. Also nachdem er geheilt wurde. We can speak inside. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch mal sehen. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. Ich würde schon sagen, Slaughter at Phoenix Gate. Since granting the Holy Emperor a new heir, Nani? her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. So Wade, the Black Shields have broken camp. Ey, ich will jetzt ihren Sohn sehen. Then so do we. Make ready. Ja, aber der kann ja dann keinen Phönix haben. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. Und der wird ja wohl nicht irgendein dritter Essbar des Feuers haben.
Es ist schon merkwürdig genug, dass es 2 gibt. Yours and ours. Yours We too have and witnessed the mine. crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. Ich mag So Wade. Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Das war einer unserer ersten Teammates. Da waren wir noch so ein 15-jähriges Bübele. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a Ein good quartermaster. 15-jähriges Bübele. Was für Alter? 15 ist nicht alt. Ey, die haben sogar einen Shop. Volkmeister. Ui, da. Ein Geierschwert. Der hat ein Geierschwert, Leute. Und eine Wüstenrose. Nee, davon haben wir noch gar keine. As you wish, my lord. Gib mir mal 20 Stück davon. Will that be all? Ich hab 15k Gil. Ich bin reich. Hast du schon, Nein, ich habe noch keine Notenrolle leisten können. Ja. Oh, da ein Geierschwert. Ja, ich brauche Heiltränke. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Entschuldigung, kann er provoken. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Tastenkombi dafür ging. Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Aldale have been laid to Aber ich finde rest. das süß, dass sie ihre Rüstungen von damals noch haben. Now make ready for battle. As you command. Auch wenn ich die optisch immer ein bisschen unpassend fand zu diesem Reich. Aber ey. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Die Flammen leuchten hell. Gruppenmitglieder, im Verlauf der Geschichte werden sich gleich verschiedene Gefährten anschließen, die sich auf seinen Reisen begleiten. Je nachdem, was das nächste Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Okay. Cool, dass dir das jetzt erklärt wird nach 18 Stunden. Naja, weil er halt nur ein Gast ist. Jill und Torgal folgen mir überall hin, aber er wird mir nur für die Ding folgen, für die Main Quest. Nehme ich an. R2 plus Touchpad, genau. Eine Tastenkombi, die man sich so gut merkt. Aber gut, dadurch, dass deine Gefährten nicht wirklich KO gehen können oder so, habe ich noch keinen Grund gesehen zu provoken. Ich meine, bei Kugelblitz ist es tatsächlich gar nicht so schlecht und den benutze ich jetzt gerade nicht. Weil beim Kugelblitz-Tooltip steht dabei, wenn man provoke, greifen die Gegner den Kugelblitz an. Ja, Gott, gerade gekagelt. Nani? Jago! Das macht man nicht. Nimm den Beispiel an Torgal. Hat jetzt eigentlich... Er hat auch einen Chocobo. Schau mal, da ist die Augenklappe. Oh.
Torgal muss nie, woher willst du es wissen? Vielleicht ist es nur ein Beispiel dafür, wie gut er das macht, weil du nie dabei siehst. Ich frage mich, ob die auch jetzt so einen Dragoon haben in dieser schwarz-goldenen Rüstung, weil der sieht dann sicher ultra cool aus. Bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your Ja, ich glaube halt, dass in dieser Landschaft den Leuten es relativ egal ist, wenn ein Hund irgendwo hingekackt hat. Wenn ich ehrlich bin. Jo, dieser Knockback macht doch mehr Damage als erwartet. Denken sich, oh, Dünger für meine Pflanzen. Wow. Tolle Kugel, die du da rausgekackt hast. Los, Torgal. Nom. Oh, ihr Vollidioten habt die Tür aufgemacht. More dragons. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Hallo Xeno, willkommen zu Hause. Wie geht's dir? Alles klar? Hey, Popo zu Hause. Oh, allerbester Oh, da ist er Xeno. schon, der Dragoon, den ich meinte. Aber du, dein Speer ist noch weiß-blau, das passt nicht ganz. Als ob du es gerochen hättest. Das jetzt von Dragoon. Ja, alles sieht echt cool aus. Er sieht aber ein bisschen mehr aus wie ein Dark Knight. Ja, aber ist voll cool. Immer diese Dragoons, die sich so fühlen müssen. Dragoon of Eternal Darkness. Yeah. Dann rammel ich um. So wait. Found her. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. Fuck, ich wollte probieren zu dodgen. Finish him. Nice try. Sorry, Dragoon, mittlerweile habe ich so viele Tools, dass ich mich gegen dich gut wehren kann. Nice. Dragoon of Eternal Darkness. 210 XP, Bruder. Unterwesten Kettenglied. Dankeschön, Drachenkralle. I don't see any more. Nor do I. So viele Tools. Schraubenzieher, Zange, Bohrmaschine. Nicht zu vergessen, meine CNC-Fräsmaschine. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord. Perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least.
So richtige Power-Tools. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? Nee, ich will mir diese Brücke ansehen. Nein! Meine Mama ist am Sonntag für 2 Wochen Urlaub mit meinem Onkel und meiner Tante. Oh, verreist sie, oder was? Wenn ja, wohin? So ein Strandurlaub. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known Ich bin gespannt, wie der Onkel aussieht. I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Ey, wieder ein Siegel mehr. Die lodernde Klinge. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Oh, Lord Murdoch. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Lass mich raten, diese Tunnel sind im Endeffekt das auf einmal voll mit unzählig vielen Enemies oder so. Ui, Port Isolde ist ja auch pretty. Baron Rosfields Anwesen. Ui, das ging schnell. Ich dachte, wir sind selber durch den Tunnel. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Er hätte dann ausgestopften Chor. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Oh. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Kannst du bitte einfach zeigen, dass du ein Feuer in deiner Hand machen kannst?
You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal Alles gut. servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Alles gut bei ihm? Ja, du könntest auch ein Theaterstück aufführen. Infectious flax wench, even in death must thou plague me still? Er spricht in dem Uri Geller Englisch. Very well. I shall open the gates of hell, that thou Er might see weint. thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy. Oh. It's really you. Das ist gerade voll schön. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Das ist sein Onkel, ja. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. Es ist immer schön, irgendwo nett empfangen zu werden. Plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone. Weiß nicht, ich fand, die war schon immer ein Monster, nur jetzt hat sie die Macht, das umzusetzen, was in ihrem Kopf quasi abgeht. I've been charged with governing this town, thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. Nee, du machst genug. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Oh, imagine, wie schön das am Schiff sein muss mit dieser Grafik. So zu segeln oder irgendwas. Oh, ich hoffe, wir dürfen uns bewegen auf ein Schiff. Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? Ja, das glaube ich. Ich glaube, Clive ist viel zu sehr ein Good Boy, als dass der lügen könnte. Er ist halt jetzt ein edgy Good Boy, aber er ist ein Good Boy. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always Er ist auch ein Good Boy, das weiß ich nicht. but now you're quite the Das müsst outlaw. ihr wissen. Ich weiß.
Eine Karte seid sie weiß. Dann glaube ich euch. An outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford? Fetch me. Oh, ich mag den Onkel, der ist voll cool. Der ist echt cool. This will be fun. Ich hoffe, dem passiert nicht auch noch was. Wehe, der stirbt, Alter. Bis jetzt irgendwie jeder, der cool war, ist gestorben. Bis jetzt ist jeder, den ich mochte, abgesehen von Chill, gestorben. Gav ist auch schon fast gestorben, wenn man es so nimmt. She's a fine ship, isn't she? Da steht doch safe. Nee, sag das nicht. Once outfitted, she'll bear us across the boiling Ey, ich würde mich aber gerne auch mal in diesem Port umsehen. Und ich hoffe, wir können auf dem Schiff bei Tag fahren. Tag sieht auch nicht anders aus als Nacht. Something on your mind? Natürlich hat das mehr tagsüber andere Vibes. Das schon. Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Sie redet verdächtig oft jetzt darüber. Because once they learned that Lash would not move me, they turned it on those who could. Weil der Onkel halt wieder angefangen hat. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? Jetzt tröst die Waifu doch mal. Ja, jetzt gib ihr einen Hug. Choose a different path, a better path. To live on my own terms. Ja, now kiss. But before I can do that, It is time. I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Oh. Thank you, Clive. Okay. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Ich sleep. Ach, Torgal, du bist so ein guter Wachdoggo. Torgal auch schon so like fucking kiss finally. Ja. Imagine, die erste Kuss ist einfach, weil Torgal irgendwie so Clive so einen Schubs gibt. Ja. Where was my kiss? Gehen wir zurück zum Versteck. Vielleicht darf ich ja was Neues craften. Monstrositäten. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Eine Sidequest. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks.
Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From Nein. spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among Der the kühne gourmets of Eintopf. Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Okay. Ich mag das Character Development von Clive sehr, muss ich sagen. Mhm. Wir haben, wir haben schon jetzt einiges erlebt in dem Spiel. Wir sind noch nicht in der Nähe, es durchzuspielen. Und gefühlt ist Clive schon so oft über sich hinausgewachsen oder hat sich so oft verändert schon. Das ist richtig schön. Und irgendwie ist der Schmied nutzlos geworden. So, was haben wir denn für einen neuen Brief? What the fuck? Im Dominium nichts Neues. Die Dalmeka und das Kaiserreich sitzen ganz schön in der Zwickmühle. Wie zwei Straßenköter umkreisen sie sich mit gefletschten Zähnen, aber niemand will den ersten Schritt wagen. Ich glaube, sie haben beide gemerkt, in was für ein Haufen Chocobo-Scheiße sie da getreten sind. Wäre ich ein Spieler, würde ich meine Gilde darauf setzen, dass sich hier erstmal nichts tut. Ich halte dich auf dem Laufenden, Gav. Nein, Cecilia, du hast eigentlich das verpasst, dass wir zu Clives Onkel wieder Kontakt aufgebaut haben. Das war's im Prinzip. Wir hatten einen edgy Dragoon of Eternal Darkness als Gegner. Und gesehen, was die Mama alles für Scheiße gemacht hat. Eine Flamme, wie sie heller nicht brennt. Lord Rossfield, ich möchte euch nochmals für das grobe Willkommen, das meine Mutter euch im meine Männer euch im Lazarusviertel bereitet haben, vielmals um Verzeihung bitten. Sicherlich habt ihr Verständnis dafür, dass niemand von uns damit rechnen konnte, gerade euch an unserem Tor vorzufinden. In der kurzen Zeit, die seit unserem Wiedersehen vergangen ist, habt ihr euch als derselbe Mann erwiesen, dem ich vor so vielen Jahren nach Stillwind gefolgt bin. Ihr seid zweifellos eures Vaters Erbe würdig. Ich wünschte, Sir Tyler, der Kommandant und all jene, die wir in dieser Nacht verloren haben, könnten sehen, wie hell eure Flamme jetzt lodert. Bitte seid euch der Treue und des Beistands der Hüter gewiss. Ich bin stolz, wieder an eurer Seite zu stehen. Wade. Oh. Der Opfer, Alter, ich kann heute nicht lesen. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Farbe von der Schrift ein bisschen schwer zu lesen auf dem Background. Das war's? Ja, also nicht Oder so das weiß. Creme. Das Creme. Also die Überschrift. Nein, der normale Text. Das ist doch was? Nee, das ist so cremefarben. Ich hätte das eher als Cremefarben gesehen und das als war. Ja, so komplett weiß ist das nicht für mich. Aber ich finde es auf den Background ein bisschen schwer zum Lesen. Einer der Jungs hat heute Morgen einen Korb mit Mattels Äpfeln vom Garten raufgebracht. Honigsüßen, erfrischend, wie der Morgenwind waren die. Die haben mir gesagt, ist besser nur den einen, aber wenn sonst auch keiner auf den ollen Otto hört, warum sollte ich es dann selbst tun? Selbst Nigel und den anderen, dass ihnen da wirklich was Gruseliges gelungen ist. Achso, sag Nigel.
Was für dein Bett? Nee, die Schriftart finde ich nicht schwer. Die Schriftart auch nicht schlimm. Die Schriftart finde ich nicht schwer. Ich finde wirklich die Farbe auf dem Background schwer. Wäre es ein schwarzer Background, wäre es angenehm. Aber besonders die Partien, die links unten sind bei dem Teppich oder rechts bei diesem Pergament, finde ich schwer zum Lesen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass damals niemand außer Sid unsere Äpfel auch nur angerührt hat, weil sie so schrecklich sauer waren. Aber ihm ging es sowieso nie um den Geschmack, sondern um das, wofür sie standen, unsere Fähigkeit, aus eigener Kraft zu überleben. Und sieh nur, wie weit wir gekommen sind. Sid wäre stolz auf uns. Otto. Du findest die Schrift dann anstrengend, okay. Dann finden wir alle was anderes anstrengend. Nee, ich finde die Schrift finde ich cool. Also gut, siehst mir gleich, besser gesagt. Hier, da links jetzt zum Beispiel, das ist ein bisschen abgedunkelt, wenn man das auswählt. Und da ist es, finde ich, gut lesbar. Ein Korb voller Äpfel, etwas mickrig, aber dennoch recht süß im Geschmack. Dass diese Früchte der verdorbenen Erde des toten Landes entsprossen sind, ist der Hingabe und des Durchhaltevermögens einer Frau zu verdanken, Martell. Zwar erlag sie den Wunden, die sie im Zuge von Kupkas Angriff auf das Versteck erlitten hatte, doch ihr Vermächtnis lebt in Ablegern weiter, die sie aus den Ruinen retten konnte. Ich finde Existieren bei diesen Temperaturen anstrengend. Uff, ist bei dir so extrem heiß, Cecilia? Ich meine, bei uns ist heute jetzt auch nicht so kalt, aber es geht. Ja, mit der der Ventilator geht. Ja. Also bei uns ist das überlebbar. Es ist nicht geil, aber es ist überlebbar. Ich finde Atmen anstrengend, das ist nicht gut. Oh, das ist eine Plus-Quest. So sieht das dann aus. Oh, der Heiler-Quest. Ich hatte 30 Grad, uff. Warum findest du Atmen anstrengend, Kelvin? Hat sich da auch auf dich draufgelegt? Oh, am I glad to see you? Dann würde ich es verstehen. Ja, da würde ich es auch verstehen, Alter. Wenn sich so ein Flauschberg auf dich draufschmeißt. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. Weil das Leben in den Atem raubt. Welch Poet. I mean, laut meiner App haben wir draußen auch 29 Grad. Ja, aber das ist so ähnlich, weißt du, wie wenn etwas 19,99 statt 20 Euro kostet. Solange da nicht 30 steht, sondern noch 29, fühlt sich das komplett anders an. Laut meiner App hat Tage 24. Nani. Alter, das sollen wir wieder zurückgeben, unsere Kälte. Und Xeno auch 29. Wie viel haben wir morgen? Auch 29. Nee. Morgen ist 23 und Regen. Geil. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Bettgeflüster. Berserkerring. All yours. Come again. I may have more. Erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Ui, da. Ja, gib mir das. Die Anzahl wird erhöht. Hey, in Wien hat's 30. Wow. Ich will eigentlich gerade nichts verbessern. Ich sehe zumindest gerade nichts, was ich verbessern will. Oh ja. Clive. Oh. Okay, ich habe meine zwei Sidequests, das sind wahrscheinlich alle, die es gibt. Dann gehen wir mal zum Schmied. Oh, wenn das mit einem Schmied ist und eine Plusquest ist, dann vielleicht schalten wir neue Rezepte oder so frei zum Schmieden.
Ja, 29,99 Grad Celsius ist viel angenehmer als 30 Grad. Sehe ich auch so. Weil man kann sich zumindest vorgaukeln, dass man nicht 30 Grad hat. 1st August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Oh, Karen. She's taken quite a liking to... Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambre. In Kaer Morhen. Kaer Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Na gut. Dann schauen wir mal zum Jagdbrett.
Ich höre, bist auf der Jagd nach einem Greifen, Kupo. Das muss der Glückstag sein. Ich habe nämlich hier einen am Brett, der nur so darauf wartet, erlegt zu werden, Kupo. Hippogriff. Auf dem Pfad von Kilbrück nach Cairnmorhen erlebte einer der unseren einen unvermittelten Windstoß, der so gewaltig war, dass die Stämme uralter Eichen sich wie Zweige bogen. Ein entsetzlicher Schrei, der darauf folgte, ließ ihn sogleich die Flucht ergreifen. Eine Befragung der dort ansässigen Bauern ergab, dass diese Gegend der Nistplatz eines alten Hippogriff, bekannten Erzgreifen, ist. Weiterhin verhasst aufgrund seines Appetits auf Chocobos und Kinder. Wenn die Kinder keine ruhigen Normen sind, I don't fucking care. Vor allem, wenn das so scheiß Kinder sind wie die. Ich will einen neuen Hund haben und der Träger darf nicht gewinnen. Und Miss Chloe. Ich wollte noch ein paar Kunststückchen von dir haben. Ja, die Chocobos kann er weglassen seiner Diet, aber die Kinder, I don't care. Nom. Oder so. Ja, aber der kann halt überall sein. I guess ich werde diesen Weg hier laufen. Chocobos safe lecker. Ich habe keine Ahnung, Cecilia. Good day to you. Ich weiß nicht, ob ich einen Chocobo essen könnte. Ich glaube, ich könnte schon. Glaubst du? Im Endeffekt wird es nicht anders schmecken als ein Hühnchen. Ja, aber würdest du einen Chocobo nicht eher wie ein Pferd ansehen? I guess. Aber ich glaube trotzdem, dass es eher wie ein Hühnchen schmeckt. Und Ja, weil wahrscheinlich schmeckt es mehr wie Hühnchen. I don't know. Aber ich glaube, du isst ja zum Beispiel Pferd nicht, weil es für dich ja eher ein Tier ist, mit dem du eine Bindung eingehst und mit dem du Reiten und so verbindest. Und ich glaube, das würde dir bei einem Chocobo nicht zwingend anders gehen, oder? Kommt drauf an, ob ich schon mal einen Chocobo bin und besessen habe. Naja, in dieser Welt wärst du probably statt einem Pferd auf einem Chocobo mal gesessen. Dann wahrscheinlich nicht, ja. Vor allem, wir wissen ja, dass es Hühnchen auch gibt. Eben, ja. Aber ja, ich denke, dass Chocobo wie ein Hühnchen schmeckt. Ich meine, mit einem Chocobo-Wing hast du halt auf jeden Fall viel zum Futtern, das ist klar. Ja. Wir haben ganz schön lange hinterher. Ja. So dumme Pflanze. Hey, Mr. Drache. Ja, du bist nur 13, nevermind. Good old Kentucky Fried Chocobo. Die Choco Nuggets. Aus der 15. Da sind sie wieder. Ja. Everything goes full circle. Takis Favorite Clip. Oder einer von Takis Favorite Clips. Ja, aber Takis Favorite Clip ist der Miau-Song. Ja, und wir wissen alle, was mein Favorite Clip ist. Ja, schön, noch nie gesehen. Ihr dummen Level 13er Mobs. Wisst ihr, was mein Favorite Clip ist? Nee, keine Ahnung. Ich schon. Als fucking ob! Ja, aber der ist ja nicht von mir. Nicht. Ich hätte das gern als Clip gesehen, Xeno. Solin stirbt vor mir. Wow, der war fantastisch, der Clip. Hier ist wieder so ein Steinchen. Ein Chronolith. Ja, aber was heißt das? Das sind eigentlich diese Steinchen, wo du Arcade-Dings machen kannst. Ja, das weiß ich schon, aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Vielleicht nicht.
Noch kannst du ihn nicht betatschen. Ja, was ist dein Favorite Heister-Clip, Cecilia? Irgendeiner, wo ich mich lächerlich mache. Ich glaube, vielleicht der eine aus Dark Souls. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't Oder bitten off more irgendein than he can Kingdom chew. Hearts Goofy Clip. Guck's mal nach, viel Spaß. Mittlerweile haben wir ganz schön viel. Vielleicht doch der. Sehr viel zu kurz. Ist auch ein Clip. Ja. Oder. Hey, Bruder! Das. Ah! Oh. Hallo! Oh, das sieht auch aus wie eine Pilze. Ja gut, Greifen sehen aber generell so aus. Natürlich. Natürlich FBI Open Up. Alter, 8,5 Gil. Ui. Hypogriff würde ich essen. Ich glaube, so schmeckt der. Hühnchen. Kann nicht alles nach Hühnchen schmecken. Das ist basically ein Hühnchen auf 4 Beinen. Den hab sogar ich gemacht. Proud Cecilia Noises. Ich kann auch Wind furzen. Ey, das war gerade unfair. Müssen wir anders hinsetzen. Nice. Hui! Holy fuck. Erhabener Sturzflug. Das machst du eine Shockwave. Whee! Ah, der Dodge sah so gut gerade aus. Ja, ich dachte, der macht einen Melee-Angriff. Los, Torgal! Hol ihn runter! Nice. Ui, das war close. Ah, dumme Shockwave. Nice, komm. Nice. Das war's mit dem Hypogriff. Der richtig der Gefahr gebannt. Rotlegierung. Ui.
Kannst du jetzt was rot anmalen? Ich hätte gerne mal wieder ein anderes Schwert. Is something there, boy? Could that be our man? Das soll so ein toller Handwerker sein. Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Okay, jetzt bin ich gespannt, was ich dann unlocke damit. Und wenn es Equipment ist, wie viel unlocke ich? Oh, Schliedorn. Ich wünsche, hätte es einen anderen Namen. Ich nenne dich ab jetzt Gerold. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. I wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Ja, genau das habe ich auch I'll vermutet. take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are.
But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leatherworking community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. Aber süß, dass sie das für den Schmied gemacht Good to have haben. you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. Generell voll lustig. An sich sind da alle so voll so, oh, wir sind so harte Männer, aber die sind alle voll süß zueinander. Don't get me started on how much oiling this leather. Wir haben alle miteinander so eine Bromance, aber geben es nicht zu. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Frau Mau? Was tun Sie? Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the Ist same das schon anyway. soweit? No one spins a yarn like Bitte old Blackthorn in Karchmau. his cups. Karchmau. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Doppelkörner? Das dachte ich mir schon. Was habe ich jetzt bekommen? Drachentöterinnen-Gurtplan. Das ist ein Demon Slayer. Du hast den Bauplan für den Gurt der Drachentöterin erhalten. Warum eigentlich Drachentöterin? Das ist mir ziemlich obvious, dass Clive männlich ist. Aber egal. Mit den Bauplänen kannst du blühen. Ja, ja. What do you need? What's Sanktfordian, dear? Auch Elektrum. Und gallertartige Masse. $74,23. And? Holy shit, Alter, das wäre ein heftiges Upgrade. Like for real. Monsters take quite a liking to Lady. Lass mich raten. Ich muss bestimmt die anderen Handmobs machen, damit ich diese Materialien bekomme. Typical nobles. Der Händler auf Durchreise aus Caernarvon stieß auf eine Gruppe Fluchbrecher, die in entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Geflügelte Harpie in der Nähe. Okay. Habe ich nur das Osttor? Ja. Muss er dann eigentlich auch irgendwo hier sein? Der war aus Caernarvon unterwegs und die Fluchbrecher waren nach Caernarvon unterwegs, wenn sie in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Also, ob jetzt eine Malusia-Quote kommt. Und die werden von Kielbrück kommen, nehme ich an, und nicht von Nordstedt oder so. Und ich kann ja schauen.
Ich meine, Harpier würde auch hier halbwegs passen. Denn hier ging es nach Garuda. Alter, Quote 100 ist schon so lange her, es ist insane. Also halt Quote 100 in der Nähe, meine ich halt allgemein. Muss noch immer sagen, so in Retrospektive finde ich ist Quote 100 gar nicht so insane. Und da ist wieder diese Celia-Quote, die obligatorische. Ja, 99 war eine lange Zeit lang die Karzen-Quote. Diesen Raptoren. Ja, dann würde eher Sonnenpfad Sinn ergeben. Katze, was soll das? Du hast halt einen Baum gepflanzt. Ja, schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß sogar noch ungefähr. Oh, ich dachte, das ist mehr. Ich weiß sogar noch ungefähr, was da war. Da war es, glaube ich, ein KH gegen den Lich. Und. Da habe ich gerade. Da waren wir gerade im verwunschenen Wald von Rapunzel gegen den Lich. Und ich glaube, ich bin gegen einen Baum gedasht. Irgendwie so war das. Ist das da vorne vielleicht unsere Harpie? Oder könnte sein, oder? Ja. Wo ist die Quote denn entstanden? 769. War K3 ein Baymix-Town? Really? Mit dem Baum? Holy shit. Holy shit. Quasi ein Refight gerade wieder gegen Pirade und Supar, ne? Och. Fuck, 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 fuck. Au. Na na. Na na. Na na. Na na. Na na. Mann, ich war Animation Lock gerade. Umrammeln!
Gab's als Clip? Okay. Oh, getrübtes Auge. Ich erinnere mich, der erste Stream, bei dem ich hier war, als Lena dich geradet hat und du eine Challenge in Birth by Sleep gemacht hast. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Challenge, though. Wann gegen Ende beim Terranaut-Fight? Boah, ich glaube, Terra ohne Trotzkopf und Dickschädel, kann das sein? Irgendwie sowas? Halt auch schon Ewigkeiten her. I know I will. So, ich muss nochmal ganz kurz zum Jagdbrett schauen für das andere. An 133 kann ich mich noch erinnern, das war... Es war entweder ein Xemnas oder Xehanort Bossfight. Wo ich schon richtig müde war. Level 1 kann auch sein, ja. Ja. Neueste Bericht erwähnt ein wildes Axis von beträchtlicher Größe. Das ist auf einem Hügel in der Nähe von Eastpool. Ja, dann weiß ich, glaube ich, wo. Hallo, Frau Mau. Ist angenehm hinter mir. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo der Hügel ist. Boah, hier ist das Wetter immer noch scheiße. Also ich bin bei Tage gespawnt. Ich bin bei Tage gespawnt. Die Karte einfach /Spawn-Karte. Dann war ich hier. Dann war ich hier. Ja, es liegt bei euch allen mittlerweile schon richtig viele Jahre zurück. Ist insane. Wie viele Jahre vergangen, der schaut diesen Vollidioten immer noch. Jani? Was denn? Was habe ich da verdommen? Was denn? Aus dem Giftabwehr. Ich Gifts aber im Monat genug. Und das wäre in unserem alten Raid nicht passiert. Naja, doch geschehen, weil da habe ich die Raids auch noch gestreamt. Das war so ein Insider-Joke. Wir haben ihm gesagt, es wäre im alten Raid nicht passiert. Alter, das ist wirklich ein Fratzenteufel. What the fuck? Da. Disgusting Vieh, Alter. Ey, ich weiß nicht, ob das perfekte Ausweichen jetzt immer so geil aussieht oder ob das daran liegt, dass wir gegen so einen Handmob kämpfen. Sieht so cool aus. Ey, komm mir nicht zu nahe, du dummes Vieh. Gut. Ah, natürlich macht der jetzt genau die dumme Feuerwand. Holy shit, das war close. Na na. Bana.
Au, oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Well done, Torgal. Okay, nice. Machen wir so. Nope. Nice try. This one. Komm, hit mich normal. Ja, dann halt nicht. Torgal, heil mich mal bitte. Heil mich mal nochmal. Jetzt rammel ich dich einfach weg. Let's go. Jo, 700 XP. Diese Hunting Mobs geben unglaublich viel XP. Oh, there aren't any more of them. So, kurz zurück ins Versteck. Denn ich glaube, ich kann mir jetzt noch neue Rufdinger holen. Gab's, glaube ich, für 100 Ruf. How did we never hear about these guardians? How may I help you today, Clive? Notenrolle. Und ein verbrauchter Splitter. All yours. Ich bin eine Kerze in der Nacht. Best of luck out there, Sid. Kann für Gil verkauft werden, okay. Hast du jetzt neue Sachen, kleiner Mokri? Nope, okay. Ich finde es gut, dass sie so ein Jagdbrett auch eingeführt haben. Ich mag das immer, wenn es sowas gibt in Spielen. Like, es darf nicht der einzige Side-Content sein, aber irgendwie, wenn sowas nicht da ist, fehlt mir das. Lass uns mal die neue Notenrolle anhören. Okay. Elektrum habe ich trotzdem keins gekriegt. Oh. Dann können wir ja die kulinarische Pilgerfahrt machen und während des nicht vorhandenen Ladescreens will ich der Katze kurz Bobbelkörner bringen. Ich bin gleich wieder da, Leute.
So, da bin ich wieder. Musst du die Kopfhörer noch lauter drehen, oder? Für Sound. Ist besser? Okay. Sag doch was, Frau Gart. Mal schauen, was der Fleischer für Infos für uns hat. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used Oh, to show 'em in the interesting. pot when there weren't nothing else on offer. When there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 Reeds would be your best bet, memory serves. Thank you. You've been most helpful. Alter. Ich dachte, die labern mehr. Komm, Till, wir holen jetzt Skorpionschwänze. Stay sharp. Skorpionschwänze. Don't you go causing any trouble now. Habt ihr schon mal Skorpion gegessen? Good girl. Faster! Ich muss sagen, ich habe keinen Skorpion gegessen, aber ich bin jetzt auch irgendwie nicht so scharf drauf, Skorpion zu essen. Ich finde es schade, dass auf einem Chocobo keine Chocobo-Musik läuft. Scorpions. At least I know Das will ich nicht selber machen. Ich will eine FF16-Version vom Chocobo spielen. Irrlicht und die Ramme zusammen sind so OP.
Los, Torgal. All yours, Torgal. Magnum. Jo, ich hab 40k Gil, Alter. Ich bin reich. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Kommt auch ihr in die Gruppe und ich zeige euch, wie ihr euch euren eigenen Chocobo kaufen könnt. Für nur ein günstiges Abo mit den Kosten von 4 Euro auf Twitch könnt auch ihr euren eigenen Chocobo bekommen. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. Marvelous! Marvelous. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here, I won't be long. Ja, aber du kostest zuerst von dem Skorpion. Das hört sich voll disgusting an. I present Chance's Stew, risen once Dafür again muss man from the echt ashes kühn of sein. obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Gönn dir nur. Der stirbt jetzt einfach. Odin's teeth. What the Heiliger Suppenlöffel. choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavors, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Verteidigungswert um 30. Erhöht mein Damage nicht, brauche ich nicht. Okay. Haben wir hier alles fertig. Dann können wir zu Vivian gehen. Typical nobles. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a Hört sich sehr nach time when a Leviathan an. true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood Würde auch passen, so Wikinger mit einer riesigen Seeschlange oder so. Wäre schon geil, oder? As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Ah, okay. Indeed,
The faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their Für enemies. die ist jegliches Äther- und Some 80 Magiegedöns years ago eine in Sünde. Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Oh, mir fällt doch jetzt auf, dieser Fluss sieht aus wie so eine Drachenkralle. Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Ja, ich glaube, dass sich Clive mittlerweile von diesen Rachegedanken recht gut losgelöst Let's hat. see if Jill's ready. It will be over soon. You ready? Oh, ich bin so gespannt jetzt, wie es weitergeht. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Okay. Auf geht's nach Drachenhauch. Direkt zum Mother Crystal. Die siedende See, westliches Sturm. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not.
This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. Krieg ich Leviathan? Oder was glaubt ihr, welche Esper dort ist, falls eine dort ist? There she is. Weil eigentlich, ich meine, wenn sie einen Dominus haben, dann einen, den sie eigentlich nur als Werkzeug benutzen. Drake's breath. Ja, aber Chill hat ja nicht zu ihnen gehört, die haben sie entführt. Die haben die einfach mitgenommen. Hier ist auf jeden Fall alles voller Ether wieder. Übrigens interessant, dass Torgal nicht von diesen Ether betroffen ist. But safety breeds complacency. Torgal hat einfach auch eine Esper. Allowing a single rowing boat to slip in unseen. Special Doku. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go. Feuer und Eis. Nee, das kenne ich. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For Oh, die 13 Musik. years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't Jo, die Musik schaltet ja anders. Perfect little shortcut. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich in so einem FF14-Dungeon ein bisschen. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Sagen je mehr Skills man kriegt, desto mehr ist man eigentlich fast nur noch am Skills benutzen statt normale Angriffe. Ich meine, was an sich nicht zwingend schlimm ist. Aber so das eigene Verhalten im Combat ändert sich stark, je mehr man hat. Das ist echt krass. Und endlich Kampf gegen Mama. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, Calvin. Also, Kampf gegen Mama, schätze ich, ist zwischen 75 bis 100% von der Story. Das wird im letzten Viertel sein. Wenn nicht vielleicht sogar in den letzten 10% oder so. Kommt auch an, wie wichtig sie die Mama noch machen oder ob es noch einen Plot-Twist gibt. Ist jetzt meine Vermutung. Weil das wird alleine für Clive ein unglaublich großer Climax werden. Für die Spieler auch, weil man halt gesehen hat, was für ein Arschloch die Mutter ist. Und dann auch noch hat diese Frau ja sehr viel Macht erlangt. Sprich, in dieser Welt wäre das auch ziemlich markerschütternd, wenn diese Frau stirbt oder bedroht wird oder was auch immer. Ja, hallo, ich sehe euch da drüben. Hallo. Komm mal rein, ja? Wir spielen. Ich glaube nicht gestorben, ne? Ne, mein Dodge ist jetzt immer so. Hey, ich habe meinen Konter gedrückt.
Ey, als ob das nicht für den Konter gehittet hat. What the fuck? The old Okay. arboretum is just up ahead. We'll enter the caves from there. I needed that. Sonst ist hier nichts, ja? Okay. Jetzt sind ja die Enemies hier draußen sogar schon akasisch. Ich bin gespannt, was da drin alles auf mich lauert. Hauch des Windes Windschlag. So. Habe ich nicht ausgerüstet. Das ist, I guess, der... Nee, hä? Was zum Fick ist Windschlag? Auch der Limit Break. Oder ich nehme an, dass das die Limit Breaks sind. Die sehen so heftig aus, die Hits. Aber ich glaube, ich würde Limit Break gerne skillen. Weil... Dann hätte ich den länger aktiv. Ist das schon der erste Miniboss? Hello! Um wie viel Gil wetten wir, dass das Holz in der Mitte zum Leben erwacht? What a mess. Oder ist das ein Nest? Ist ein Riesenvogel. Wait. Jetzt Torgal gleich. Ball. Ein arkasischer Moorball. Ach du Scheiße. Wenn es um FF14 Guild geht, kann ich ca. 12 wetten. Was? 12 Mille? Just like old times. Be sure to keep clear of his floor. Believe me, I mean to. Oh Gott, geht der weit. Oh. Okay, der geht viel weiter als der vom anderen. Nee. Na. Ey, warum ist mein Dodges immer so cool? Ey, der verbuddelt sich. Wobei hat der andere auch. Oh Gott. Wow. I still can't believe they can jump. But these things have roots. Ja, bis jetzt geht der Moorball voll klar, da.
Nice. Das war nett. Nein, 12 Gil. Nani. Das ist bestimmt mehr als 12 Gil, Cecilia. Selbst dieser Moorball hatte 2k Gil. Press on. Yes. Also wenn wir uns jetzt darüber einig sind, dass das ein Nest war, können wir festhalten, dass Moorballs Nester bauen. Da drin ist es bestimmt ultra heiß. Oh mein Gott. Hier ist es ja einfach wie bei uns zu Hause. Ich fühle mich gerade ein bisschen so, als würde ich Legend of Zelda spielen. Als wäre ich gerade einfach in diesem Berg drin. We're inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Cause for concern? It was. And they're getting bigger. Ein Scharlachstachel. Something's wrong. Okay. Ey, das ist doch ein Secret-Weg, das sehe ich doch. Hallo, can I have Belohnung? Jo, diesen Skorpion hat es echt komplett gegen die Wand gejietet. Bin ich aus Versehen den Intended-Weg gegangen? Oh. Die Salamander. Yes. Jo, irgendwie bin ich gerade voll stylisch unterwegs bei dem Spiel. Wie geht's meinem Torgal eigentlich? Oh, mein Torgal ist jetzt schon ein frostiges Grauen und jetzt hat er schon das zweite Ding bei den Angriffen. Ui. Warum hast du da Angst davor? Fuck. Is there no other way across? Ach, deswegen bin ich da drumrum. Nee. Dieser Balken erhöht sich ja, wenn du ihn benutzt. Steht er dabei.
Er kriegt quasi XP, wenn du seine Attacken ausführst. Okay, haben wir das auch erledigt? Ich frage mich halt nur, was unten auf uns wartet. Treffen wir wieder auf Ultima? Treffen wir wieder auf Joshua? Ist da unten wieder ein Wächter oder sowas? Irgendwie schaut es ja gerade aus wie am Anfang. Laufe ich gerade zurück? Das ist halt das Problem, wenn man hier keine Karte aufrufen kann. Ja. Hä? Ich dachte gerade, die andere Brücke war der Backway. Ich bin hier längs gegangen, statt hier längs. Hier bin ich zurückgegangen. Let's see. Dann gehen wir halt mal hier durch. Und hier war das. Muss ich vielleicht doch hier längs gehen? Vielleicht macht Chill kalt. Ah, okay. Ich dachte, das ist wirklich so ein Ding. Ja, das ist geblockt, da kannst du nicht. Komm, Chill, mach kalt. Oida. Ui. Ich hoffe, Cecilia ist anwesend. Leute, es ist Schieberzeit. Na komm, Chill. Hallo. Nicht bummeln. Das ist heiß. Eisfrau! So, dank der Eisfrau sind wir weitergekommen. Bomber, Bomber. Perhaps not alone, but in numbers like these. Garuda! Okay. Garuda! Ey, hier gibt's so viele Wege. Ich brauche eine Map. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Oi, da. Ui. Jetzt rot. Und du, Alter. Rotschaum. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Was für Folger.
Können wir bitte keinen Folger machen? Ja, zack, 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 bumm. Wenn jetzt so lange die Magie-Kombo nicht mehr gemacht hat, ist es voll ungewohnt. Mithril-Armbänder. Oh. Oi, das ist ein gutes Upgrade, du. Was? Ich hoffe, wir sind nicht mal allzu lange hier. Mir wird schon ganz heiß. Ein Feuerfafnir? Jo, man sieht den Schweiß einfach auf Chills Gesicht. Ich glaube, der Eisfrau ist etwas heiß hier. Rauch. Nice. Nice, wieder gut gedodged. Damage war auch ganz in Ordnung. Ekstase, was? Holy shit. Aua. What the fuck, Alter, was geht mit dem Vieh? Renne. Nice, wieder gebrochen. Nice. Yo, als ob ich gerade eine Parade geschafft habe. Was? Jo, das war jetzt heftig am Ende. Ja, Torgal, wuff, wuff. Knorrige Suppe. Wahrscheinlich eher knorrige Schuppe.
Oh, irgendwie tut es mir gerade leid. Wie es so hilflos noch abgerutscht ist. Alter, da drin hat's 80 Grad und du fragst, ob alles gut ist, Clive. Thank you. Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal die Duty-Feld-Cutscene in Bismarck Hard gesehen. Ich nicht, ich habe die schon ein paar Mal gesehen, nicht in Bismarck Hard. Willkommen im Club. Was ist passiert, Xeno? Alle runtergefallen, oder? Oder Insel gestorben? Oder Zeit abgelaufen? Jetzt haben schon mal 10 Minuten gedauert. Oh mein Gott. Ja, bei der Inseltod gibt es eine Cutscene, Schatz. Ich glaube, ich skill Limit Break, weil ich dann eine Leiste mehr habe. 3 Leisten. Der Schockzustand ist fast immer so 2. Ich denke, du hast es nicht geschafft, die auseinanderzuziehen. Das ist halt immer so beeindruckend, weißt du, weil das ist halt... Die 3 Leisten sind schon sexy. Es ist halt eine so simple und einfache Aufgabe. Deine einzige Aufgabe als Tank ist es, weil Akku halten ist ja eigentlich schon automatisch jetzt. Deine einzige Aufgabe ist es, nicht neben einer einzigen bestimmten Person zu stehen. Es geht nicht mehr darum, dass du von allen Entfernung halten musst. Du musst nur von einer Person, einer bestimmten Person Abstand halten. Und im Prinzip muss nur einer das Hirn haben, wegzugehen. Das heißt, du musst 2 Leute haben, die so dumm sind, dass sie nicht voneinander Abstand halten können. Weil das Problem ist, selbst wenn man die als Heiler rescuen würde, die laufen ja dann wieder zueinander. Das ist immer das Problem, auch bei sowas. Alexander Flashback. Oh, hier drin sitzt voll... Hier, ganz ehrlich, dieser Vulkan hat so hardcore Zelda-Vibes. Auf mich ist es insane. Ja, ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde ich Legend of Zelda spielen gerade. Okay, wo sind wir gerade? Ist das bei den Eisernen? Aber die wollen doch keine Magie verwenden. Oh, oh, oh. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass in diesem scheiß Vulkan einfach ein Festsaal ist. Ist sogar ein gutes oder ein schlechtes Zelda? Ein sehr gutes, denke ich. It's me, Python Mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Wie hieß der Berg in Zelda immer? Todesberg, ja, oder? Ich fühle mich gerade so, als würde ich hier gleich irgendwo Geronen treffen. Diese, oh, Doggo! Hat die da ein Butterfass? I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the Patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things, and go. Now listen here, Jill. We have company.
This way. Okay. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Ja, aber warum sind die da drinnen? Thank you. You were always so kind to me. Ey, es muss doch so unglaublich fucking heiß hier sein. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. I'll live if you promise to do the same. Jo, die Musik, what the fuck? Come on, Clive. We're nearly at the Comrec. All right. Hilfe, suddenly Erzbasilika oder was? Ich schreie mal rum, bevor ich mich um mich kümmere. Was? Nordirina? I've had enough of their hospitality. Der neben mir tut mir ein bisschen leid. Wir alle wissen, was in der Wall passiert. Xeno. Ich habe aber gerade kein Horsche vor mit. Kann es aber sein, dass gerade Soken wieder ein bisschen was in der Musik gerade versteckt hat. Ich habe gerade diese Orgel spielen hören. Ein paar Mal. Und es hat sich angehört wie We Fall. We Fall. Der wäre Clives Horsche vor. Ich würde sagen, das war Xid. Der Smilebird, das tut sich. Oh Gott. Also wenn, glaube ich, würde ich sagen, was sieht das? Holy shit, Alter. Man sieht den Kristall schon von hier. Hallo? How many of them are there? Alter, wer bist denn du? Too many. Hier ist gerade so viel Feuer gewesen. Man hat nichts mehr gesehen. Okay, nice. Ich glaube, die Ads sind einfach so mitgestorben, gerade weil das alles schon so viel AOE macht. Aber Sid kann ja nicht nochmal sterben. Ja, aber Chill ist kein Horsche vor. Und Torgal auch nicht. Vielleicht muss es sich ja nicht wiederholen.
Nee, der Onkel ist ja nicht hier. Der ist auch nicht hier. Es sind ja nur Clive, Chill und er dort. Nein, Clive, Chill und Torgal sind nur hier. Gut. Joshua appears out of nowhere and take the light spear. Ich meine, Joshua hat sich im Prinzip schon für uns einmal geopfert jetzt. Komm echt immer näher. We fall. Clive, there's something I need you to know. Was denn? I saw the patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. Okay. I understand. I faced my demons, and you must face yours. Was hat er Schlimmes gemacht? Will ich es überhaupt wissen? Der Patriarch. Er hat schlimme Sachen getan, die sie gesehen hat und deswegen will sie ihn umbringen. Was, ihr seid die Deppen, die das beschützen? Alter, ich bin einen Drachen oder so gewohnt. Wo Drache? Ich hab seinen Skill unterbrochen, weil seine Leiste zu weit gesunken ist. Der tut mir schon fast leid, der Dude. Gut. Okay. Also Oriflammen gibt mir 8 auf ihren Kristall als ihr. Just saying. Aber ich meine, es passt auch, dass das so ein Feuerkristall ist, weil eigentlich hatte ja Rosalia gehört. Alter, was macht ihr? Macht ihr den Blitzballgruß von FF10? Mädchen gleich spawnt irgendwo Tidus. Okay, lass mich raten, das sind Träger. Ja, aber sie hatten keinen Brandmal. Glaube ich. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me.
And what did you do in return? Oh oh. Jill ist pisst. You put them in chains and you slit their throats. Sie hat sich so mad an. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. Alter, wehe. Wehe, Jill stirbt hier, ne? Nor will I suffer you to create another. Oh, du bist so ein cooler blauer Red Mage. Does the beast bear its teeth at its master? Ich bin dabei, Cecilia. Sobald ich darf, mache ich. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you. Jo, was ist das für eine coole Battle Stance? Kill them. Hier wird zum Blue Match Casted Finals Ding. Nein, Xeno! Mann, Jill ist so cool. Also, literally. Ja, dieser halb erwachte State B ist auch richtig cool. Oh, Joshua ist wirklich da. Da ist die Frage, ist er diesmal Joshua oder ist er diesmal Joshua possessed bei Ultima? Kinda hot. Ultima Ulti Josh. Ist das? Nee, keine Ahnung. Was bist du? Bist du Liquid Flame aus Global Library Heart? Jo, Alter, Jill ist so cool. Das ist nicht Titan. Danke, Cecilia. Jo, sie ist jetzt komplett erwogen. Ui. Ja, Ramur auch nicht, das wissen wir. Wieso Cecilia kann Titan, dafür Shiva? Ist das auch in Ordnung? Odin ist es auch nicht. Ah, komm, Alter. Imagine, Shiva und Ifrit kämpfen zusammen. Boah. Jo, das wäre so sexy. Jo, wie salzig Torgal aussieht. Der steht auch einfach gerade wieder nur rum und denkt sich so, Alter, was ist da los? Why can't I do it? Och, Clive. Danke für die Kampfarena, Jill. Vielen Dank. Oh, die Musik. Das ist Half Awoken. Ding ist permanent im Leben. Nee. Es ist wirklich Liquid Flame.
Wie geht's dir, altes Haus? Bist du nicht mehr in der Bibliothek? Wehe, du kommst jetzt mit Magnetismus an, Bruder. Was ist los mit mir, Alter? Ich habe heute einfach die Götterreflexe. Schwellbrand. Okay, die Lava sah gerade ein bisschen komisch aus. Ich könnte ein bisschen Eis brauchen. Oh, Diamond Dust. Oh, komm, mach einen geilen Schnipser. All right. I won't take long. Nice try. Oh, er ist ein Drache geworden. Nope. Nice. So, fast 30k Damage. What the fuck? Oh, oh, es ist Hybrid-hart. Oh, oh. Oh. Okay. Ich war darauf nicht vorbereitet, dass der auf einmal durch verschiedenste Lebewesen durchgeht. Au, okay, jetzt 2 Hits. Oh, ey! Sammel ich dich einfach rum, Alter. Nice. Flüssige Flamme erstickt! Der Hippogriff hat mehr XP gegeben. Flüssige Flamme. Sehr schön. Oh, krieg ich jetzt ein riesiges Lavaschwert. Aber das kann doch nicht der Boss gewesen sein. Es war noch kein richtiger Ifrit-Kampf.
Jill! Nani, she's bleeding. I'm going to finish this, Clive. Jill, Shiva ist zwar cool, aber ich will keine Shiva-Kräfte haben, ja? Du musst überleben. Wir können doch nicht zu einer männlichen Shiva werden. Here. Use this. Nani. Das sieht aber cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Brotherhood von Tidus, das Schwert. Oh, das sieht gerade so geil aus, der Shot. Und darf ich auch so ein Frösti-Schwert haben? Okay, was passiert jetzt? Kommt jetzt wieder Ultima? Was mich auch interessiert, wenn man den Kristall zerstört, kehrt dann das Ambient Ether, was da gespeichert wurde, zurück zum Planeten an sich? The crystal. What did you do to it? Also wird es quasi wieder zu Ambient Ether? We destroyed it. Oh, jetzt stich ihn endlich ab, bitte. Monster. Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed Ja! the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. Good girl, chill. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. Ja, aber ich raff nicht ganz. Die nimmt es ja offensichtlich alle immer total mit, wenn sie zu ihrer Esper-Form wechseln. Aber Clive irgendwie nicht, wenn er es schafft. Like, ja, er ist erschöpft, aber er ist nicht auf einmal literally fast gefühlt am Verbluten, deswegen. Irgendwas passiert jetzt noch. Also abgesehen davon, dass sie halt alles in sich einstürzt. Clive, look. Oh, da unten ist diese Tafel. Oh, da unten ist die Zeichnung nicht kaputt. Damn it. We need to leave. Nein! Ich habe Angst, dass das Joshua ist mit einem Ultima-Blick. Imagine hat diese Ultima-Augen jetzt. Aber sieht noch immer aus wie Joshua. Das wäre so disgusting. Das sieht ein bisschen aus wie der, wie das FF14-Logo. Das könnte aber auch FF7 sein. Nur halt in Rot statt Grün. I kept my promise and now you keep yours. Everything is Marco.
Die Shinra Corporation saugt dem Planeten den Lebenssaft aus. Inzwischen. Okay, anscheinend war das nicht Joshua. Aber er scheint es zu spüren. Er hat jetzt schon mehr Begleiter. This way, Your Grace. What? Weiß sie, wer er ist an sich? Also seine Vergangenheit? Alter, ich will wissen, wer das ist, diese Begleiterin. So viele Fragen. Warum habt ihr Laternenfest gerade? You're bleeding. I have a tonic which will... Jo, das ist die Tinkturen, Arzneimittel, Salben. Please, save your medicines for those who need Wie gut, them Frau most. Garze. Oh, so Hilfe. Oh, Sure. warte mal. For a moment there, I felt my brother's presence. You did. I fear he is in ultimate Ja, also, once again. yo, what the fuck? But why now, after 5 years of silence? Ich stimme zu, Cecilia, FF7 ist eigentlich nicht so unrealistisch. Es ist sehr realistisch, nur halt sehr überspitzt und fantasiereich dargestellt. Oh, Acker Death 25. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Ja, aber wo ist der jetzt gerade? Weil die war ja in der Lost to a Wüstenstadt. flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary. While others lose their fortunes Ja, to aber the ich wüsste selbst nicht, wo das levies. ist, wenn es da stehen Leave würde. to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. Er will zum Bunny Boy. Crown Prince of Sanbreque. He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis. Bunny simply Boy. Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Die allgemeine gesamte Our Shinra world Corporation, lurches auch ever Hojo, closer to the abyss, beispielsweise. and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. Was ist Ultima? Es ist ja keine normale Lebensform. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian Trail once you have recovered your strength. Wetten, Joshi ist ein bisschen so wie K2 Rico und ist quasi unser Gefährte dann am Ende. I know. Thank you. Um Mama zu stürzen. Und dann machen sie auch im Laser Doom coole Abwehr zusammen, coole Verteidigungsmoves.
Na, eventuell könnte dir das Remake dann gut gefallen. Cecilia, hast du dir da die Endings teilweise angeschaut, besonders von DLC? Da geht es nämlich ein bisschen um den richtigen Manger. Inzwischen des Inzwischens. Ratsatan. The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree. Auch etwas schlagfertig. Eure Flotte ist so nützlich wie ein Eunuch in der Braut Jungfernnacht. Da ist Hugo, da ist Cecilians Titan. Da ist er, dein Boy. Das sieht so geil auf Titan die ganze Zeit. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are Resisting the urge to under the weight. Also er hört bestimmt oft Under the Weight. Er sieht halt wirklich literally aus wie der E4 Titan, also Eden Titan. without any thought as to what chaos it might reap. Ja, seine humanoide Form sieht halt auch schon aus wie Titan, ja. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. Das Yuffie-DLC war ganz nett. Kein Meisterwerk, aber auch nicht schlecht. Das war nett. Aber warte am besten, bis es mal im Sale ist. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. Yuffies Gameplay ist ganz cool, aber das DLC ist fast ein bisschen zu kurz, um Yuffie richtig zu lernen, in my opinion. Achso, ja, dann solltest du es mal spielen. Das dauert nicht so lange, 3 bis 4 Stunden. Also wenn du irgendwann Langeweile haben solltest, nicht weißt, was du spielen sollst, dann gönn dir einfach... Die Mama ist da und das ist ein Sohn? Was will die da? Passt da gar nicht in die Szene. What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Das Yuffie-Gameplay ist besser als das normale, in my opinion. Aber gefühlt ist das DLC zu kurz, um es wirklich zu lernen. Also du müsstest auch den optionalen Stuff machen, um wirklich das gesamte Potenzial, ja, auszuschöpfen. Nee, ich glaube nicht, dass Mama Hugo gebankt hat. Aber ich glaube, er will eher bei ihr mitmachen, weil er bei ihr mehr Siegeschancen sieht. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. Cloud kommt im DLC nicht vor. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Also zumindest nicht mit Yuffie. Who fed you these lies? Sag nicht Ali, dass ich das gesagt habe. Ja, ja. I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me. A woman by the name. Alter, es sind 5 Jahre her und er traut noch immer Benedikta hinterher, die ihn nur manipuliert hat. Er ist einfach der Inbegriff eines Sims. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty.
And all for the love of a common whore. Die ist so eine Dominant Bitch. or no, Benedikte war weniger Hure als du. breeding. And beasts will ever belong with beasts. Der pennt einfach. Was? Dieses Kind ist halt auch krank. In store for you, my darling Olivier. Warum Olivier? Warum nicht Oliver? Crown Prince of Sanbreque. Warum muss es französisch sein? Great Grieger. You shall be emperor of all you survey. Ja, ich hätte Benedikte auch gerne so als Ara bei den Allies gesehen. So ein bisschen Tsundere-mäßig so. Oh, es ist nicht so, als ob ich dir helfen würde wollen, Clive. Aber weil Sid da ist. Doch in Wahrheit will sie Clive helfen. Olivier, der wird sich Tagel freuen, bestimmt. Weil ich glaube, er mag die Mama so oder so nicht. She's been in there for hours. Something must be wrong. Clive, chill, zieht sich nur um. Chill. Ich hab dich nur gerettet, um dich nachher selbst zu töten. Wacker. Nach dem Sturm. Es gibt neue Sachen beim Schmied. Umziehen 8 Stunden lang. Kelvin, eine Frau von Welt braucht Zeit. What do you need? What do you want? Platinschwert. Geierschwert. Let's go, Leute, mal ein neues Schwert. 210. Alter. No scratches, right? Yeah, that should do you. Platin-Gurt. Gönnen wir uns auch gleich. Not bad, if I do say so myself. Ich wollte gerade sagen, um das alles anzuziehen, Alter, braucht bestimmt ein bisschen Zeit. Nimm nur mal Cosplayer als Beispiel, Kelvin. Manche Cosplays dauern Ewigkeiten anzuziehen. Braucht Katze auch 8 Stunden. Also ich meine, bei manchen Cosplays braucht sie auch gefühlt lang. I mean, kann man machen, das Schwert, ist okay. Man merkt, dass es ein grünes Schwert ist von der Seltenheit her, aber ist okay. Eine neue Plus-Quest. Ja, aber lasst mich zuerst mal die ganzen Sachen. Ich würde 10 brauchen. Ja, zwischendurch auch Pause, Kelvin. Da musst du essen. Ja. Bereitet automatisch eine Magieladung vor. Ich bin halt von den Effekten allgemein nicht so ein Fan. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either way. Ja, wir können mal den Stein betatschen, einfach so. Nom. Dann sagen wir den alten Mann mal, was wir alles erlebt haben. Aber hey, jetzt haben wir schon 2 Kristalle down von, keine Ahnung, 6? 7? How good it is to see you, Clive. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Nice. Na 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 na. Na 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 na. I should be happy to answer it. Did you learn everything you needed? Wo müssen wir noch hin? Können auf Deck eine Quest annehmen. Ja, aber da holen wir uns zuerst die Plus-Quest. Ich habe nur erwartet, dass ich aus der Liquid Flame ein besonderes Schwert machen kann, aber hey. Sei es drum. Ich meine, ich fand das Ramu-Schwert zwar ganz cool, aber es hat sich ein bisschen gebissen mit dem Outfit.
Und wir haben es jetzt auch eine sehr lange Zeit benutzt. Also es ist mal ganz nett, was anderes zu haben. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. Ja, aber was unlockst du? Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from Rosaria, and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the Duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a Morganbeard that increases the potency of lesser medicines. I can't say that I've had much practice healing. Das ist ein cooles Schwert, das war nicht zu Clive gepasst. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, Imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in the military arts. Now, I'm not asking the busiest man in the hideaway to drop everything and make the journey for me, but if you happen to be in the Duchy on other business... Vielen Dank für die Blumen. But of course, if my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large... Wie, wir sind bald 5 Stunden live, was? And they grow in the marshes of Sorrowise. If I am to propagate them here in the Ja, aber wie schnell vergeht die Zeit? require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And Wir before haben I doch bis forget, jetzt erst einen Kristall gehauen. I seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Die Questnamen sind fantastisch. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich eigentlich gerade? 1K. Nicht Irrlichtmeister. Kann ich es jeder Esper zuordnen? Ich fühle zum Beispiel Gewitter nicht so extrem. Das ist zwar ein guter Damage-Skill. Aber so könnte ich ehrlich zu Ramu kacken. Und stattdessen dann wieder meinen Feuerschwall mitnehmen, weil den vermisse ich ein bisschen. Komm, lass es machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und dann kann ich das hier ehrlich hinmachen und hier mache ich dann die Shockwave hin, dann kann ich hier meinen Feuerschwall wieder hinmachen. Okay, cool. Und als nächstes werden wir dann mal auf so einen starken Skill sparen. Das hielt mich etwas. Das hat unglaublich viel Brechding. Das würde unglaublich viel Damage machen. Ich glaube, ich würde gerne auf Garudas Ding sparen, weil dann kann ich, glaube ich, relativ schnell und easy die Leute brechen. Und dann kann ich die anderen Skills nutzen, um im Schockzustand viel Damage zu machen. Hört sich nach einer Idee an. Übrigens, wenn wir das Spiel fertig haben, das erste Mal, werden wir es bestimmt nochmal spielen. Ich glaube sogar direkt im Anschluss. Nur wenn wir da dann halt Cutscenes skippen. In dem zweiten Playthrough. Denn es gibt ein New Game Plus, wo man dann die Schwierigkeit, glaube ich, auf Hard oder so stellen kann. Und das würde ich gern machen. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen.
Those girls' rags are so threadbare. FF16 Critical All Pro Codes No Magic Level 1. And we most certainly cannot have that. To be honest, Cecilia, ich würde es wirklich gerne probieren, so schwer wie möglich zu machen. Halt vom Schwierigkeitsgrad her. Ich würde nicht halt anfangen, irgendwie Sachen vielleicht nicht auszurüsten oder so, weil sowas finde ich immer ein bisschen dumm. Of course not. What can I do to help? Oh, aren't you a dear? You see, I've paid for 2 bolts of cloth from the drapers in Northreach, Aber blue and red. ich meine, vielleicht will ich FF16 auch Platin machen, das weiß ich nicht. Ich bin halt nicht so der Trophy-Dude, aber ich kann mir vorstellen, dass ich bei dem Spiel Spaß hatte, die ganzen Sachen zu machen, die vielleicht dafür nötig sind. Don't let them fob you off with anything less than what I paid for. 1 bolt of blue and 1 of red. I expect them both. Weil ich muss wirklich sagen, also FF16 ist, glaube ich, eines der besten Spiele, das ich die letzten Jahre gespielt habe. So, Mr. Mogri, was hast du Neues? 2 Sachen. Ein Minotauros und so einen komischen Wächter. Okay, das schauen wir uns später. Jetzt machen wir erstmal die Quests. Hast du auch noch Quests? Fancy a look at the list, do you? Quick look. Okay, nope. Always something in there. Welcome to the Patron's Whisper. Gut, dafür brauche ich zwar eine 5 Medaillon des Klerikers. Wetten, das irgendwie sowas mit, ja, deine Heilung ist besser. Machen wir jetzt erst die Plus-Quest. Wir werden auf jeden Fall das Schwierigste machen, was es in FF16 gibt. Das Schwierigste in FF16 einfach. FF16 Critical No Torgal. Das wäre hart. Any % Speedrun, ne. Ich bin... Mann, ich habe schon oft genug gesagt, du weißt es bestimmt selbst auch. Ich bin für jede Challenge zu haben, aber ich mag Speedruns nicht. Vielleicht schon, dass man sagt, jo, ich spiele es einfach so schnell durch wie möglich oder so, aber bestimmt nicht, dass ich das Speedrun ansehen würde. Oder irgendwelche Routen lerne oder so. Es ist... Ich sag mal so, ich schaue Speedruns selbst. Ab und zu gern mal. So ab und zu ein Speedrun von irgendwas kann ganz cool sein. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, aber selbst, wenn ich selbst einen Speedrun machen würde, würde ich mir, glaube ich... Ich glaube, wenn ich selbst Speedruns machen würde, würde ich mir die Magie des Spiels nehmen. Oh, noch mehr. Speedruns von Xeno waren fantastisch. Size of a goblin's eye. This goblin certainly wasn't wrong about them being attracted to the flowers, though. Komm, mach was. Es ist nicht mal so, als ob ich glaube, als ob mir Speedruns, als ob ich kein Interesse hätte, vielleicht selbst welche zu machen. Aber ich meine, wenn ich es halt realistisch sehe, einerseits, Speedruns brauchen viel Zeit. Die habe ich jetzt nicht zwingend, außer ich will andere Sachen vielleicht hobbyweise aufgeben oder weniger machen. Und dann auch noch eben... Ich glaube, ich persönlich hätte mehr Nachteile davon, dem nachzugehen, als mir die Spiele so zu behalten, wie ich sie kenne.
Denn bei mir ist es so, ich kenne mich. Sobald ich weiß in einem Spiel, dass ich es effizienter machen könnte, mache ich es. Besonders wenn ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Und dann in Spielen wie beispielsweise Kingdom Hearts oder so, ich würde mir selbst das komplette Spiel zerstören, weil ich es dann nie wieder normal in meinem Leben spielen könnte. Wenn ich da mal nicht zum Beispiel den Chamber of Remembrance Skip machen würde, wäre ich dann pissed auf mich selbst, weil ich die lange Route gegangen bin. Und ja, dann wäre ich einfach sad, weil ich von mir selbst weiß, dass ich dann immer das Bedürfnis dazu hätte, diesen Weg zu gehen, anstatt es normal zu machen. Und das will ich mir quasi nicht selbst zerstören, wenn ich genau weiß, dass das passieren würde. Ich brauche nur selber schon FF14. Dadurch, dass ich bei jeder Klasse ungefähr weiß, wie man die spielt oder so, bin ich pisst auf mich selbst, wenn ich sie nicht permanent richtig spiele oder ich mir nicht permanent durchgehend Mühe gebe oder sowas. Ich bin bei sowas sehr anstrengend. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for it. Ich muss sagen, ich schaue zum Beispiel Legend of Zelda Speedruns sehr gerne. Skyward Sword Speedruns finde ich teilweise unglaublich unterhaltsam. Apologies, my lord. Auch manche Kingdom Hearts Speedruns, ich mache sie nur selber nicht. They were due to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh. Well then, be safe? 400 Meter, Alter, da brauche ich mich. Ich muss sagen, von den ganzen Espers, die ich bis jetzt habe, fühle ich leider Ramur am wenigsten. That damn bird's a menace. She meant nothing by it. Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they hardly damage us all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. Die Stimme von dem macht mich fertig. Only after that featherbrain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bucklad, would you? I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! Noch nicht, aber es war ja erst Montag. Ja eben, es war ja jetzt erst Montag. Der Support wird wohl ein bisschen Zeit brauchen, das zu bearbeiten. Bandits! Let's get this over with. Nee, 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 You take the handsome one, killer. Stop calling me that. This one.
Nice. Ah, schade, so zu spät. Oh, das war cool. Immer dieser Schnösel, Alter. Clive. Hino Kamikago. Keiner, mittlerweile schon, ja. All right. You made your point. Killer my ass. Did he hurt you? No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the Great Lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. So you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Boklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts Das heißt arrived Linnen safely auf along with the Englisch? rest of the delivery. Ich dachte immer, das ist I Leinen. also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. That's that done then. Stoffbündel. Back to Hortense with her cloth. Nice. Back to Versteck. Jetzt kann ich beides abgeben. Ich bin gespannt, was ich beim Gärtner anlocke. Was kriege ich dann? Apfelkorb? Dann pflanze ich Kaffeebohnen an. Clive, sorry again for sending you all that Ich anlocke Haru. You did get my order, didn't you? Flauschfräse. I have it. I believe this will more than satisfy your needs. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet, or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. Ich frage mich, ob jetzt dann die Bewohner auch wirklich mit schönerer Kleidung rumlaufen. Das wäre voll süß. I'm sure I can put all three to good use. Speaking of which one's most to your liking? Nani? I don't know. Nani? Oh, das schwarze Leinen. Alle sollen so edgy sein wie ich. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Nani? Did you know she's quite the little seamstress? Was macht Jill jetzt damit? Her lessons at the castle. Her lessons? Alter, Jill kann Cosplays machen. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but... Jetzt ist die Frage, macht sich Jill selbst was aus dem Stoff oder macht sie für Clive was? To ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always Ja, does. gibt Jill neue Outfits. When it's better used on the children. Don't take it the wrong Ah, way. Children. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh. Sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift.
Either way, I'm sure she won't turn it down. We'll see, I suppose. Als ob es nicht für Level-Up reicht. Lady Hortense said she'd give us our dresses soon. Said they'd be made of linen. Ich habe mich gerade eher gefühlt, dass sich beim Schneidern auch was anlockt jetzt gefühlt, so. Aber so unterschwellig, als würde dann einfach irgendwas sein, dass Jill was anderes anhat oder so irgendwann. Und jetzt schauen wir eben noch, was der Dude mit seinen Blumen will. Und danach schauen wir auf die Krankenstube zu Jill. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the Ey, du hast mich auf eine Quest geschickt. Natürlich komme ich wieder vorbei. I found your flowers. Yes, yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but we must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the court physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. Wenn es meine Heiltränke vielleicht einfach verstärkt oder so. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. Okay. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Ich bin verwirrt. Aber danke fürs Level-Up, I guess. Jo, wir sind bald 30. Zur Verbesserung der Wirkung von Mitteln. I guess, ich kann das jetzt vielleicht irgendwie upgraden oder so? Keine Ahnung. Mittel verstärkt. Du hast jetzt als nächsten Kelchextrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen mehr Lebenspunkte wieder her, Stärkestand und Löwenherztoniker wirken. Oh, okay, also wirklich einfach straight eine Verbesserung. Steht auch dabei, inwiefern die jetzt besser sind? 24 und 48%. Ich guess davon ist 20% und 40%. Ist jetzt einfach mal meine Schätzung. Aber ich bin halt irgendwie in Spielen immer so, dass ich ganz, ganz selten Items nutze. Ich meine, klar, die Heil-Items natürlich, weil ich habe bis jetzt 2 Möglichkeiten, mich zu heilen. Und zwar entweder mache ich einen Limit Break und das heilt mich ein bisschen. Oder ich nutze halt Heal-Pots, also die nutze ich natürlich. Aber jetzt so... Ja, Torgal natürlich auch. Aber... Jetzt irgendwie so Items, die Verteidigung oder Angriffskraft oder so erhöhen, ich nutze das meistens fast nie. In Spielen. Weil ich bin immer so geizig. Weil ich mir denke, nee, Alter, das kostet ein Kackgel. Das schaffe ich auch ohne. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Ui. Understood. Ich weiß schon, wer sich sehr freuen wird in der Cutscene. Ich kenne da einen salzigen Pinguin, Mann. The curse has spread.
Make sure she rests. Nakey. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Oh. Könnt ihr euch jetzt endlich bitte küssen? Es ist schon... Ja! Los! Nein! Fick dich, Gav! In here. Es ist schon so unangenehm, euch beide zu sehen. What's wrong? Rosaria's under attack. Ja, die wären in 2 Sekunden auch noch im Unterangriff gestanden. Es ist schon so unangenehm, die nebeneinander zu sehen, ohne den Smooch zu sehen. Was für steinerne Wacht, Alter. Das ist ein Level 40 Dungeon. Ich bin 30. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Ja, wir hatten so ein Level in Rolle. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka. Oh mein Gott, Alter. Must die. Oh, er sagt sogar must die. Alter. Wie gesagt, so ein Ifrit gegen Titanfight ist basically wie so Shadow of the Colossus Fight dann. I'm coming too. After all, we're in this together. Ja, außerdem hast du schon mal gegen Titan gekämpft. Du kennst dich damit aus, Frau Eis. Frau Galt. I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Die Frage, willst du, dass die Hunting-Mobs machen? Ich glaub nicht. Die laufen mir ja eigentlich nicht davon. Bringen mir jetzt auch gerade nicht viel. Und ich würde eigentlich gerade gerne wissen, wie es mit der Story weitergeht. So spannend right now. Odo! Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Delmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, bevor ich aufbreche, ist es basically... Ich sprich mit Vivian, damit sie dir sagt, was das Klügste wäre. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now, where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended.
You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Ja, dann erzähl mal. Ja, der Osten und der Norden ist einfach schon komplett faul. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. Ich finde auch, dass Vivian Cecilia ist. There could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Alten sieht so geil aus. He is also Dalmekia's last line. Wie alt ist Vivian? Keine Ahnung. He has used to his considerable Ich advantage. würde es in ihren 30ern schätzen, wenn ich ehrlich bin. Able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. Ich glaube nicht, dass sie alt By the ist. loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure. Ich merke schon alles. And half of them left after the fall of Drake's Diese eine zentrale City, das ist der Dreh- und Wendepunkt von allem. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Right. According to the Guardians of the Flame, the Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging. Alter, wenn der Hugo rausfindet, dass Byros der Onkel ist von Clive. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buett Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate. Oh Gott. Gott. Through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route. Also wir gehen quasi durch Level 1 zurück, ja? A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste Der of his Gav own kommt medicine. mit. I would have missed this for the world. Ich calle jetzt, Gav stirbt. We should be on our way. Lead on. Er ist schon einmal fast gegen die Leute von Hugo gestorben. Jetzt wird er sich rächen. Clive wird derjenige sein, der sich rächt. Und Gav wird sich opfern, damit Clive das machen kann. Called it now. Oh mein Gott, Leute, es geht zurück nach Hause. Back home. Riding home. Na 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 da na na da 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 da.
Wenn wir in der Stadt gegen Titan kämpfen, werde ich sowas von nur noch Attack on Titan Musik hören. Was denkst du, Xeno? We've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. Wie wäre es, wenn Clive stirbt und Gav wird neuer Main Character? Man, ist auch eine Possibility. All this for one man. Oh, ist das ein Chocobo-Steinfigur? If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Wie viel die Katze steht? Warum sagst du da Hilfe? Weiß ich nicht, du bist aufgestanden. Warum ist das Hilfe? Weiß nicht, das muss irgendwas Wichtiges sein, wenn du aufstehst. Katze rise! Rising of the Katze. I thought I was ready for this, but... I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Mau. Mau. Oh, geil. Good boy. Ein Dolch durchs Herz. Darf ich dich streicheln? Nee, okay. Dann kriegst du später Good Boy Betatschel. Good Boy Betatschel. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Frau Mao. Ist cute. Oh, die Musik. Why do this? Clive, we can get through here. So macht denn der dumme Titan alles kaputt? Oh, da sind ein paar Feinde. Schutzmagie. Einige Gegner wirken in Magie Protest, um die Verteidigung ihrer Verbündeten mit einem Schutzschild zu erhöhen. Geschützte Gegner kennst du an dem Schildsymbol über ihnen. Zum Zerstören solcher Schutzschilde eignen sich besonders Magiegeschosse. Ah, okay. Also jetzt ist auch langsam wichtig, wie ich angreife. There's only one fitting punishment. Whee! Jo, Alter, das war ein fancy Backflip vom Torgal gerade. Hier was? Ob ich hier rein kann oder ist nichts? Mann, es sind schon wieder überall so viele tote Leute wegen dem Vollidioten. Warum kann er nicht einfach irgendwo einen Zettel hinkleben? Sid, zeig dich, ich will ein Duell, du Ficker.
have here? Gentlemen! Eure Äxte sehen dumm aus. Habe ich's gesagt. Segel, die Äxte. Die Säbel sind ganz okay. Ah, die haben auch Kampfdoggos. Ich habe mal kurz einen Shortcut zu dir genommen, ja, du dummer Magus. Ist das jetzt eine Leiche? Ist der tot? Ja, der hat eine... Ich bin verwirrt, Alter. Er hat einfach eine Leiche jetzt geschützt. Jo, Torgal, hast du den einfach umgebracht alleine? Good boy. Die werden so schnell erwachsen. Nice. Au. Ich habe gerade nicht Nebelkerze, sondern Nebelkatze gelesen. Okay, der hat schon ein bisschen was ausgehalten, aber es ging noch. Ja, eine Nebelkerze. Da ist eine Kiste. Okay, 100 Gil. Geil. Mehr blutige Haut. Ich glaube, davon habe ich schon 300 Stück jetzt. Na gut, mache ich mal hier auf. Halbe jedes Mal, ich habe die ultimative Strategie, dich zu besiegen, Yugi. Ich kann gar nicht mit den Yugi beschützen, die 3 Götter. Kaiba, Surprise Pikachu. Surprise Kiriko. Ja, so in etwa wird sich unser Hugo Boss auch fühlen. I don't care about my mama. Feuer! Feuer! Oh. Als er mit Selbstmord gedroht hat, hat er gewonnen. Was?
Du meinst Kyber. Ich dachte gerade, du meinst so einen Hugo-Boss. Und ich war so, hä? We're nearly at the castle. It ends there. Ah, ich sehe einen Boss kommen. Wille des Blitzes Schockwelle. Ah, goodbye. Willenskraftstein von Schockwelle. Macht Schockwelle so viel Willenskraft-Damage? Geht eigentlich, ja. Was macht sie nicht für besser? Trefferanzahl und Reichweite. Aber nee, ich will mal auf so ein großes Ding sparen. Muss das mal machen. Und mittlerweile kriege ich ja relativ gut Fertigkeitspunkte. Das zählt nicht, da Yugi Mammoth Friedhof benutzt, um es mit dem Ultradrachen zu geworden wird. Ich verstehe die Yu-Gi-Oh! Memes nicht. Zumindest nicht, wenn sie zu advanced sind. Für mich Pleb. Danke, Chill, dass ich durch darf. Was? So, ich nehme mich mal mit. Gratis Reise. Ach, da ist noch einer. Ah, das sind überhaupt noch mehr. Okay. Komm mal her. Jo, oh Gott, das hat gerade brutal ausgesehen. Ich wollte gerade sagen, als ob die Regeln Yugi aufhalten, davon etwas zu tun. Hm? Wieder eine Katze? Oh, diesmal ist es ein Quirl. Ein Kriegspanzer. Jo, Alter, wie heftig sehen die Quirls aus in dem Game. Alter, das ist eine Miau. Das ist eine Engi-Mau. Der spießt mich gleich auf oder so. Torgal, pass! Nein! Böse Mau! Nein, Mietz, das ist mein Frikassee! Eine Brabus für dich, böse Mau! Du bist ja nicht die Miau. Ja, die kann voll die coolen Flips und Shit. It's building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. Ach komm schon. Das ist dein böse Mietz. Holy shit, war das close, glaube ich. Then let's make this count. Hat Chill gerade... Holy shit, holy shit, holy shit. Mein Schwert kurz eingeeist? Wie vorhin?
Holy shit, Alter, jetzt rastet die komplett aus dem Maul. Beruhig dich, Alter. Komm runter. Okay, soweit so gut. Okay. That one stopped me because I can't read. Querschnurhaar. Arme Miau, tut mir leid. Jill! We meet at last, Sid. Ey, Titan, der ist nicht die Waifu, ne, mach nicht Or should I diesen. say Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Orichalkos ist nicht kennen? Such a pity your predecessor couldn't join us. Das ist ja gar nicht, dass es viele Achsen in Yu-Gi-Oh! Gibt. Sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Was, Alter? Seesteinhandschellen oder was? Fuck. Now, on to the festivities. Lass mich raten, wir kämpfen für so eine Art Kolosseum dann. Oh, geil. Staffel 5 war das 5Ds? That's just great, that is. I suppose it's up to me then. Staffel 5 war das Finale von Yu-Gi-Oh! Classic. Oh. Ja, der Garten ist ein bisschen verkommen. Headsman! Where do you want me? Läuft dieser selber 3 Staffeln. Ich habe keine Ahnung, wie das gegliedert ist in Yu-Gi-Oh! You! Bring the prisoner! Ich habe 5Ds nie gesehen. Yeah, it's no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Das glaubst du wohl selbst nicht, Alter.
Danke, Gav. Wir können die Waifu nicht sterben lassen. Wenn die Eisfrau stirbt, gibt es ein paar Leute, die dann pisst auf mich sind. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick Gav as you hat auch like, so ein eh? Säbel. Nearly forgot. Hold on, Jill. I'm coming. Wenn du bist, wenn Shiva weg wäre, magst du Chill nicht? Chill ist doch auch nett. Ich wäre sad, wenn Chill weg wäre. I have to get to the courtyard. Shiva größer Ohren. Nee, für mich ist halt das dasselbe in FF16. Don't you let her die. Ich hab ein bisschen Angst, da jetzt reinzugehen. Okay, er geht automatisch rein. Could you please not? Ich habe der Frau erst schwarzen Stoff geschenkt. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Torgal! Torgal rettet Jill! Ja! Oh, seine Augen haben gerade blau geleuchtet. Okay, ich glaube, Torgal ist wohl doch kein normaler Doggo. Nani? Er ist ein Hund. Ja, what the fuck? Huh? Torgal hat ein neues Kunststück gelernt. Yo! Doch nicht einfach nur so ein Doggo. Jill, can you stand? Er hat gerade sowas Fenrir-mäßiges, finde ich. Er sieht aus wie Fenrir einfach. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Jo, Alter. Much obliged. Noch nie war ein Doku so badass in dem Game. Thank you. Take on a Explain what the fuck your job just did. Later, everyone. With me. That includes you two. This one. Ich habe das Gefühl, dass das Torgals Limit Break Form ist und der jetzt immer annimmt, wenn ich Limit Break anmache. Dass er quasi in der Form ist und nicht in dieser Form. Er kann jetzt nämlich ein Projektil noch feuern. Me, where did this lot come from? Jill, can you still fight? I can try. Das ist ein netter Deutsch. Alter, diese Caster da hinten nerven. Warte mal kurz, ich bin gleich bei dir.
So. Thank you for waiting. Au. Au. Torgal ist so cool. Still breathing, are you? Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be. Der ist halt voll cool, Alter. Habt ihr die Moves gesehen, Alter? Ich will kein Dance Battle gegen die machen. Ich finde das auch cool, dass sie diesen Stream haben. Okay, nice, der eine ist weg. Und runter mit dir. Die Knie. Nice. Und auf die Knie mit dir. Und putz. Jo, Torgal hat ihm einfach... Er macht einen Beyblade-Move in seinen Schritt rein, Alter. Good boy. Hey Tone, sobald unsere Kollegen tot sind, lassen wir rausgehen und Salto machen. Im Wiki steht Torgal ist ein Wolf, weil das Wiki kann mich immer sonst wo. Also dreimal, es wurde vielleicht im Game gesagt, dreimal Wolf und 800 Mal Your fucking dog. Your dog, mate. Wurde schon so oft jetzt gesagt. Selbst Benedikt hat gesagt, Your fucking dog. Ja. Wuff. Ich habe das Gefühl, dass Torgal akasisch gerade ist. Ich glaube, Torgal ist unsere Nesco. Er kann akasisch werden, aber wird kein Vollidiot dadurch. Wie sieht es mit meinen Fertigkeiten aus? 1,2k soon. Torgal. Der ist normal. Ja, schaut mal da. Ich wusste, Fenrir, ich habe gesagt. 1000-jähriger Verfall. Alter. Klagender Scheel. Ah, klagendes Sichel. Ja, das wurde so durch den Kreis. Heulender Mond. Zornesschlag. Verbannung. Oh, Bild ändern. Oh. Oido. Good Dog, Alter. Ich glaube nicht, dass er Fan... Also, ich meine, vielleicht ist es in dem Game anders, aber üblicherweise ist in FF Fenrir keine Essbar. Ich meine, meistens ist Fenrir sowas wie ein Begleiter von Shiva in FFs. Meistens halt eben so ein Wächter oder Pet oder sowas.
Weil üblicherweise gibt es halt in FF kein Loki. Aber vielleicht ist in FF16 eine Fähnrinne essbar. Das kann gut möglich sein. Also wir kämpfen jetzt im Thronsaal gegen den. Jo, das ist badass, der Shot. Just enjoying your entertainment. How gratifying. Aber gut, ich meine, Torgal war jetzt schon sehr oft sehr viel Äther über einen langen Zeitraum ausgesetzt. Irgendwas muss das ja mit dem machen. A realm without a ruler, an army, even a people, a veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. Arschkopf. No! Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. Ist Leiche geschändet, geht's noch? If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. Das wird jetzt so ein epic Bossfight werden. Da hast du deinen Titan, Cecilia. Ich hoffe, du bist glücklich. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. Hey Brödel, na wie geht's dir? Alles klar? Irgendwie kommst du immer, wenn man Hugo sieht, also wenn man Titan sieht. Me mad? Warum das denn? Ich bin fucking Kaiju-Fight in der Stadt. Ich meine, kann passieren. I did. Aber wie du siehst, ist bis zum Titan-Fight tatsächlich noch sehr viel passiert. Was ich eben meinte. Es war nicht zwingend das nächste, was auf der To-Do-Liste stand. And I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Boss-Theme, Alter. Just as he did to me. And I guess DirectX 11 doesn't work on your PC? I was wrong. And I shall have my revenge. Oh, he's kinda mad. We shared a dream. I would be the king of the world. Och, oder? Welch bodenständiger Traum. And together we would rule like the gods we are. Dafür hast du jetzt einen Titan-Fight, Brödel. Enjoy. Hau doch noch was Weller. Hau doch noch was Weller. Titan. Brödel ist heimlich Hugo. Deswegen ist Hugo immer on-screen, wenn er reinkommt. Ah. Jetzt stelle ich mir Hugo vor, wie er vor so einem kleinen PC sitzt. Wird Brödel bald pumpen gehen. You'll get no pity from me, Kuka. No pity and no mercy. Hey Kartoffel. Na, wie geht's? Alles klar? Oh Gott.
Also zum Deutschen ist es bis jetzt ganz angenehm eigentlich. Holy shit. Au. Au. Was für Vorschlaghammer, Bruder. Oh Gott. Nope. Da ist wieder eine Parade. Oh. Ich kann übrigens gerade nicht wirklich auf den Chat schauen, ja. Sorry, ich schaue dann später nach. I'm not busy right now. What the fuck? Oh oh. Nope. Aber nur so ein Brief ins Gesicht. Für mich ist gerade so, als wäre irgendwie ein Ulder. Criterion Dungeon einfach am Ende. Meistens sind Steine irgendwo. Hand. Nice. Ich liebe das Perfect Dodge jetzt, seitdem das so ist. Das sieht so cool aus die ganze Zeit. Ich muss da drüber springen. Was? Nope. Nope. Holy shit, Alter. Das ist gerade wieder so fucking epic.
Hopp. Cornery! Nope. 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 Jo, Alter, der bohrt mit den Dingern, hallo? Au! Nope. Er wurde ein bisschen... Geistzorn. Bisschen größer geworden. Holy shit, Alter, beruhig dich. Das fucking Salty, Alter. Alles klar, Brödel. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. See you. Ciao. Sorry, das habe ich gerade nebenbei kurz mitgelesen. Holy shit, die sind groß, die Fäuste. Fuck. Ich hab mal einen Heiltrank genommen. Au. Dann machen wir so. Dann so. Dann so. Das hat mich auch wieder ein bisschen geheilt. Das ist ganz gut. Holy shit. Oh, schade. Ich hätte fast gedodged. Nice Parade. Yo, let's go. Okay, das war ein guter Dodge wieder. Okay, okay. Das ging jetzt besser als gedacht noch. Lass mich kurz Chat nachholen. Ein paar Jahre League of Legends wird es mit dem Ball sein schon. Stimmt. Match, man spielt League, dafür habe ich Celeste. Ja, true. Okay, passt. Klappt. Habe ich eh nicht so viel verpasst. Zum Glück. So, let's see. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Wir sind Level 30. Jetzt geht's bestimmt irgendwie in Next Level Shit. Oh, Erdsplitter. Oh. Oder flüchtet er? Ist er ein Schisser und flüchtet? Er wirkt halt nicht wie jemand, der flüchtet. Habe ich ihm gerade die Finger abgeschnitten? Ne, die ganzen... Beide Hände! Oh mein Gott! Burns!
Ja, wird wohl nichts mehr mit dem Rauchen jetzt. Ja, aber als ob er nicht zu Titan wird. Als ob er stirbt, bevor er tatsächlich komplett Titan rauslässt. Wollte schon sagen, Alter, komm. Als ob ich ihn schon aussaug, was? Hä? Ah, lecker Titan. Stein. Das ist ein Stein-Pokémon. Ey, pass auf, Alter, da kommt lauter Staub in die Wunde. Hallo! Es wäre jetzt lustig, wenn er vom Stein erschlagen werden würde. Komm, jetzt pack den Titan aus, das kann so noch nicht sein. Oh. Der Bunny Boy, oder? What the fuck? You mustn't get yourself worked up. Wait! Hä? Another time, Mythos. Hä? Clive. Fast. Das ist nur der Bunny Boy, ja. Vielleicht hat die Mama den Bunny Boy geschickt. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do Oh, that? Torgal ist wieder normal. Wuff. Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. Ja, so Teil von Ultimons auch schon genannt. Das heißt, der Bunny Boy weiß wohl mehr. Aber meinte Josh ja auch, dass der Bunny Boy mehr weiß. We were worried. So was I. Oh, Torgal schläft. Ja, der ist jetzt bestimmt erschöpft, der Good Boy. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kukra away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. Ja, aber at least hat er keine Hände mehr. Das hilft schon mal viel. So what do we do? We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Er kann sich Steinhände machen. Shall we? I don't know. Aye. Alright. It'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud, too. Und die Frage, wie anstrengend das ist, aufrecht zu halten. Ja, Prothesen. Er wird jetzt wie Barrett. Er kriegt da einfach so 2 Maschinengewehre dran.
Kriegt 2 Schwerter. Rosenduft. Aber ich bin gespannt, wie das Titan-Schwert aussieht. Hälfte gleich Frau Gaze. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, Der war ein bisschen finster where auch. is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Torms. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Torms will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn Ja, anything. bitte, ich will nicht, dass Torgal irgendeinen Preis zahlen muss für diese Form. Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. So. Jetzt haben wir erstmal wieder 30.000 Sachen. Reflexionen. 30.000 Sachen zum Abhaken hier. Wie macht er? Der Clive hat sich ein Stück der Essenz. Ja, wir haben Titan. Okay, ich könnte es blocken und danach sofort kontern. Und ich glaube, ich werde Titan ausrüsten. Statt Ifrit. Bin ich kein Fan von... von Ramu, sorry. Fertigkeiten. Okay. Oh, wenn man das gemeistert hat, dann erhöht man die Füllrate vom Limit Break, wenn man blockt. Okay, let's see. Ich hätte entweder einen mächtigen Schlag mit Charge. Ich glaube, die anderen beiden Sachen mal ausprobieren. Ganz fehlen 7 Punkte für das Garuda-Ding. Dann werde ich hier mal ihr Licht reintun. Das Titan-Bild sieht so edgy aus. Unser Mr. Mock hat wieder neue Sachen. Der wabbelige Tod. Ich einfach. Jetzt schauen wir erstmal zum Schmied. Denn auf das Schwert bin ich am meisten hyped. Mann, die reden alle die ganze Zeit davon, wie angeschlagen Jill aussieht. Ich habe so Angst um Jill. Also, ob der Schmied nichts Neues hat für mich, willst du mich verarschen?
What do you want? Fucking kidding me? And? Das Item, das ich gekriegt habe, ist... Doch. Als ob ich das noch nicht jetzt direkt kann. Das kann das dissatisfying. Ja, Post. Heimkehr. Ich möchte mich für das, was in Rosalit passiert ist, bei dir, Gav und Torgal entschuldigen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihr nicht so entschlossen gekämpft hättet. Wieder einmal warst du für mich da, als ich dich gebraucht habe, und dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Die Stadt, die mir zur Heimat geworden war, in Schutt und Asche zu sehen, hat mir das Herz so schwer gemacht. Aber wir dürfen jetzt nicht zurückblicken, sondern müssen unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Hier und Heute richten. Unsere Erinnerungen werden noch auf uns warten, wenn alles hinter uns liegt. Chill. Danke für dieses nette Postschild. Okay, dann gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Oh. Ja, mehr Mainquest, I guess. Na, dann machen wir mal Attack on Titan. Jetzt ist halt überhaupt die Frage, wie es jetzt weitergeht, hä? Werden wir Hugo jagen? Wir sind ja nicht wirklich fertig mit unserem Ziel. Wir haben eigentlich nicht das erreicht, was wir wollten. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and our other friends in the Ach so, ich sage by the way jetzt gleich schon mal, ne? Morgen können wir nicht streamen. Also morgen braucht ihr nicht mit uns rechnen. Let me know when you find something. There he is. Wer bist denn du? All right, Clive. Still busy saving the world. Der Karzen ist morgen im Kino. Mid. Mid? When What did the you get fuck back? is mid? Just now. What about your studies? Ich mag die irgendwie jetzt schon. Since Hugo Kupka invaded Rosaria, all the camp is in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating. Ist so lebhaft. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. Sitz A Tochter? while, most likely. Any road, Könnte well, sein. I was hoping you could do us a favor. Mid. Doch bisschen ähnliche Vibes. Please oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Ja, also, oder ist es da... Ist das Adolphus Telamon? Ich bin mir gar nicht sicher. Eine Studentin an der Universität von Kanwa. Was technisches Wissen der Gegenwart oder die Geheimnisse der gefallenen Material angeht, steht den Gelehrten, weil es sehr nichts nach. Sie ist fest entschlossen, ihr innovatives und ebenso stures Köpfchen zum Wohle des Verstecks einzusetzen. Okay. Ich glaube, er hieß auch Adolphus Telamon. Wir können dann gleich nachschauen. Also ich glaube, du bist da etwas auf der Spur, Cecilia. Und welcher Film? Ich glaube, es war Flash. You got my gill. Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying.
That little... Clive geht auch einfach. The storeroom was it? Nee, lass mich zuerst zum alten Mann schauen. Ich muss jetzt schauen, wie Sid mit Nachnamen hieß. Jill looked white as a sheet. Alter Mann, ich habe Wichtiges nachzusehen. Tome says he's looking for books about Torgal. I know. Is there something I might assist you with, Clive? So, Telamon. Wo ist Sid? Ja. Sid heißt auch Telamon. Also mit wird seine... Ja, Leute. Sid. Mid. Wir hätten es erst Midolphus. Oder Midolphine oder sowas. Warum weiß ich, wie sie heißt? Ja, und das heißt ja nicht, dass es ihr richtiger voller Name ist. Dann lernst du sie besser kennen, kannst mit R1 umblättern ins nächste Kapitel und steht da nicht mehr mit Telamon, dann steht da mit Dolphus. Natürlich steht mit. Und ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Mitadol. Das ist mein Geld auf Mitadol. Vorhin stand doch nur mit da, oder? Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And? Jetzt möchte ich aber wissen, wie sie die kennengelernt haben. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right? I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Ich mag mit auch. Oh, und ich mag, dass es bei uns gerade sehr angenehm von der Temperatur reinkommt. Alter, da schmiedet auf einmal neue Sachen, bitte. Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Chop off Kupka's head this time. You were born in Rosalith, weren't you? Darf ich mir jetzt mein Steinschwert machen? How's it coming along? Odo Novatrella. Odo Novatrella. Odo Novatrella. Halten. Under the weight. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? Oh. I'll see what I can do. Ich glaube, du bist da was auf der Spur. Die macht uns bestimmt das Luftschiff flugtüchtig. And Mids, no doubt. Hey, warte mal, Clive, ich bin noch nicht fett. What do you need? What do you want? Yes. Should last you a good while.
Jägerhüfttuch. Sogar besser, ja, warum nicht? Not bad, if I do say so myself. You can thank me later. That it? Oh, hey, oh, oh. Jo, das hat was. Mal wieder schön edgy. Titanschwert. I was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Ja, warte, erstmal wirklich, was die Oma jetzt noch im Angebot hat. Business or pleasure? Wir kaufen uns Lovely, Dark and Deep. You're rubbing me blind, you know. It's back from Canva. Jill looked white as a sheet when they brought Alter, wenn du uns noch einmal sagst, dass Jill bleich war, als du sie gesehen hast, dann komme ich mit einem Panzertape das nächste Mal vorbei. Do with a good oil in this. It should be enough to keep. How do, Master Sid? Bardolph. How do, Master Mid's Sid? looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. Yo, Jill war so bleich. I'm afraid I got my Oh hands Mann, full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard. Was ist denn das für eine Emote-Schatz? That's right. And he is a friend of the Oh. cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you. Dachte auf dem kleinen Emote-Bild, dass das Ding einfach so einen Stecker in der Hand hätte. Das ist jetzt irgendwie so rausgezogen aus einer Steckdose oder so. Auf zu Martha. Aber da haben wir echt schon viele Gebiete, wenn man bedenkt, dass man probably hier auch noch was haben wird. Und hier auch noch hinkommt. Und hier probably auch noch. Alter. Sonst, ja. Ich muss aber auch sagen, also wenn das diese... Ich nehme mal an, dass das diese Wüstenstadt ist. Dann sind wir aber voll weit weg vom Crystal. Die anderen haben meistens ihre Städte in der Nähe vom Kristall gehabt. Eigentlich sogar literally die Stadt dorthin gebaut. Ich muss sagen, Marthas Rest ist wichtiger geworden. Ich denke immer Rest wegen Englisch irgendwie. Eigentlich heißt es im Deutschen Rast, aber egal. Ist irgendwie wichtiger, als ich gedacht hätte. Ah, Clive, what brings you to the Rest?
Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. Heute kommen echt viele alte Quotes. Nee, da zahlt sich Porten nicht aus. Aber dann können wir uns mal die Hand des Hyperion anschauen, ob man da jetzt vielleicht nicht mal interagieren kann mit oder so. Wenn wir da schon vorbei müssen. Jo, Xeno kriegt sogar 24. Warum my bad? Das ist doch nichts Negatives. Manchmal soll mal einer aus der Schlau werden, Xeno. Ja, die Quote, die du gerade gekriegt hast, ist ohne Kontext furchtbar. You deserve a rest. Titan! Holy shit, Alter. Die Titan-Dinger sind so geil. Ich kann damit noch immer nicht interagieren. Sage. Good girl. Ja, warum werde ich immer Bondage-Opfer? Was soll das denn? Wait, was denn? Ich dachte, Clive ist das Good Girl. Naja, jeder täuscht sich mal. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Nani. Nein, ich gebe dir kein Messer. Building a workshop, you say? Alles klar, Calvin. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du hast weiterhin so viel Spaß in der Story. Und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. See you. Ciao. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing Das with Titan-Schwert fühle ich halt auch echt anders. Ich finde das richtig cool gerade. Oh, imagine später vielleicht so ein Bahamut-Schwert. Oder Odin-Schwert. Ui. And take care. Oh, falsche Taste. Gewundert erstmal verdrückt.
Jo, Alter, Clive wird richtig... Der kommt überhaupt nicht mehr auf seine Aggressionsprobleme klar, wenn er auf Titan ist. Wenn ich jetzt Limit Break mache... Ne, Torgal ist noch immer normal. Also es dürfte wohl nicht mit dem Limit Break zusammenhängen. Ah, ich hätte das cool gefunden, wenn sie dann immer zusammen so in Limit Break gegangen wären. Nice. Oh, aber Torgal benutzt jetzt öfters er hat jetzt gerade trotzdem eine nicht normale Doggo-Attacke benutzt. Holy shit, Alter. Titan ballert schon rein. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Okay, ja, ich hätte mich hier trotzdem ganz gerne noch kurz umsehen. Hier wird es ja wohl doch noch irgendetwas geben. Kann ich in das Haus? Und da hinten wartet bestimmt irgendein Mob auf mich.
Geh mal stark davon aus. Als ob hier nichts ist. Na gut. Dann zurück zum Versteck, I guess. The little uns have been up to their old tricks again. So, und mal schauen, wie lange wir heute dann noch machen. Ein bisschen Nemes können wir noch machen, aber ich glaube, ich will keinen neuen Arc mehr richtig anfangen. Dann ist er irgendwie doof. All right, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else Noch you Titan fallen sehen, das wird nicht passieren, Cecilia. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. Außer es ist literally die As soon as nächste Bernard gets Quest. here, we can get to work. I can't wait. Folgende wartet bis zum 9. Also titanische Gerade. Ich guck kurz nach. That's my good deed for the day done. Ich bin mir ziemlich sicher, Cecilia, dass bis wir zu Titan kommen, jetzt richtig nochmal, wir bestimmt nochmal durch eine komplette Stadt durchpreschen müssen. Und ich habe nicht vor, bei Streams unter der Woche irgendwie bis spät nachts zu streamen, denn dann kann halt keiner mehr zusehen. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgal. He must have found something. Ja, wir schauen dann, wie spät es ist. Ich werde circa halt bis ungefähr Mitternacht spätestens machen. Viel länger mache ich nicht. Je nachdem, wo wir halt dann sind, müssen wir aufhören. Ich will erstens, dass jeder zuschauen kann unter der Woche, der zuschauen will. Und wenn wir bis um Mitternacht machen, haben wir diesmal sogar die 8 Stunden voll und ich denke, das muss für einen Stream reichen. Wenn wir so lange machen. Weil diese Sidequest ist auch wieder hier. Was habe ich gerade gekriegt? Genau. Irgendwann halt direkt um 40%. Das ist schon nicht bad. I guess ich hätte diese coole, perfekte Ausweichen-Cutscene immer kriegen, jetzt wegen diesem Ring. Meine FP-Dinger will ich noch anlassen. Oh, wir können nicht das Garuda-Ding skillen. Oh. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt Titan habe zum Blocken, kann ich ihr Licht austauschen durch diesen Windschlag. I mean, schaut mal, Leute, der hat 5 Sterne bei Willenskraft, Alter. Das muss so hardcore diese Leiste zerbürsten. Das kann man meistern auch noch. Oh mein Gott. Die Dauer wird verlängert, okay. Wie viele Sidequests sind's? Oh mein Gott. Wieder 2 Stück. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that.
You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Und wir werden außerdem auch nicht viel länger machen, Cecilia, weil Katz und ich morgen etwas früher raus müssen. Das ist auch mal ein Grund. Ich kann morgen nicht ausschlafen. Just tell me what you need. You'll go. Oh. Und ich sage auch mal, wenn wir Titan bekämpfen, das ist ein großer Climax in der Story. Da hätte ich schon auch gerne, dass jeder dabei sein kann, der dabei sein möchte. Das kommt halt auch nochmal dazu. Aber wir hatten heute schon Shiva Time und schon ein Teil Titan. Ist doch auch was, oder? Ein Teil Titan, ein Teil Titan hier. Ein Teen Titan, ne, was? Und wir haben selbst Titan-Kräfte jetzt. Und wie gesagt, morgen wird es von uns nichts geben. Und übermorgen wird es probably Katzenstream geben. Außer Katze hat übermorgen keinen Bock, dann übernehme ich auch gern. Aber eher Karte. Oh, Torgal News. Torgal Backstory. My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf. Wow, es ist sogar lore-relevant, dass er bis jetzt ein Doggo war und jetzt ein Frostwolf. Und weiß, dass er das ist. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. Ja, siehst du mal. A girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his Das powers? Torgal ist eigentlich Jills Doggo? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. Also ist Torgal Jills Doggo. Bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Es ist wie wenn ich eine Katze hätte, aber eigentlich gehört sie Katze. His latent birthright as a frostwolf. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. Oh. And regarding your original concern, you need not fear. Ja, es schadet Torgal nicht, das ist wichtig. Has the appetite of a licher. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Torgal, du kannst ihm doch nicht die Kuckucknüsse wegnomsen. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. Ja, sorry, Mitt, ich hab grad erstmal... Torgal war wichtig, okay. I shall be a moment.
Welt. Ist auch ein Frostwolf gesehen, oder? Einige Zeit später. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Du bist nicht so agli für einen Frostwolf. Das sind 3 Gifted Subs. Lass mich raten, sie können mit Stuff craften. That's settled. I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Oder auch nicht. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Darf ich jetzt die andere Sidequest annehmen, bitte? I think I'll wait till mid's away to take a tour of it. Ich warte lieber bis mit fort ist, bevor ich mich in ihrer Höhle umsehe, ansonsten gerate ich in eines ihrer Experimente. Ich finde, Mid ist die größte Cecilia-Anwärterin. Nicht Vivian und nicht Karen. Ja, die kannten wir nicht, aber ich finde, Mid ist mehr Cecilia. Which team? Coles. They were sent to liberate a Was? carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving Was? in for their assault when the carriage was attacked by Mid? goblins. A cursebreaker managed to release the Stolas amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Du bist auch cool, Cecilia. Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with Frau this. Katze, können Sie bitte mit Ihrer Sister The plan reden, dass was sie to cool intercept ist? the slaver somewhere in the dragon's eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Gut, machen wir unsere Sidequest. Ja, aber vielleicht empfindest du Wärme so stark oder so sensibel, weil du cool bist. So, ich sag mal zum Beispiel, wenn du es jetzt so nimmst, Clive benötigt bestimmt mehr Hitze, bis ihm heiß ist, als Chill. Oh Leute, sind ihr bereit für den Wirbelsturm? Ein da mit euch! Wenn man Titan aktiv hat, hat Clive echt ein Aggressionsproblem. Danke, Torgal. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Ich schon, Clive ist genauso gut in der Botanik wie ich. Das hat blaue Blüten. Das wird schon passen. Na, 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 na.
slavers don't even bother. Wie viel Akku hat der Controller eigentlich noch? Ah, dachte ich mir. Oh, kleine Gase. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Also mittlerweile können wir bei jeder Session sagen, der Controller hält auf jeden Fall mindestens 8,5 Stunden und es kam bis dahin noch nicht einmal die Nachricht, dass der Akku fast leer ist. Get me back on my feet. I'll tear those bastards' heads off. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. Imagine, du sperrst dich in der Kutsche ein und so ein fettes Vieh wartet davor einfach so, hallo. They're trying to get into the carriage. Darf ich bitte rein? Und Putz! Oh, schade. Putz! Och, dummer Stein, Alter, da hinten. Das war nice. Mittlerweile bin ich schon fast eher am Sortieren, in welcher Reihenfolge ich eben die Sachen mache, anstatt wirklich normale Hits zu machen. Aber Titan habe ich das Gefühl, synergiert besser. Dieser Goblin einfach. Who are you? Who are you? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety. The life you've been denied. Ja, mittlerweile ist Clive halt so der ultra super edgy Shonen-Protagonist.
You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second Ich chance. frage mich, ob es nochmal einen Timeskip gibt. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Okay, back to Hideaway. It's just one thing after another around The here. little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. Wir sind hier nicht bei One Piece? You're sure? A Stolas from the Dame arrived not long after you left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them, woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Yeah? Okay, wieder 15 Ruf mehr. Ja, diese Cooldown-Dinger fühle ich alle nicht so, weil das ist halt nur ein Skill, den ich dann schneller wieder einsetzen kann. Ich glaube nicht, dass das worth it ist. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Tyre trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But... I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Oh. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision. A single slip. Okay, also dieses Mal ist nicht einfach nur ein Tattoo oder ein Brandmal. Failure means death. And even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb.
knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Jetzt haben wir schon 250 Ruhm. Wann gibt's den nächsten Reward? Nicht du, geh weg. Don't be a stranger, eh? How may I help you today, Clive? 295. Hätte noch 300 machen können an der Stelle. All done? Oh. Ja, schauen wir noch, was Vivian zu sagen hat. Je nachdem, was sie entscheidet für uns, werden wir weiter mit MSQ machen oder nicht. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Hatte der jetzt wirklich einfach da? What? Oh. Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. Nani? A guest? And who could that guest be? Greift uns Titan an? Schon wieder? For your trouble. Oh! It was a pleasure. Der Onkel! Oh! Uncle Byron? Ich wollte mal schauen, wie du so lebst. Stoke the ovens for your favorite uncle is here. Oh, irgendwie süß. Jetzt hören gleich alle Clive-Baby-Geschichten von ihm und dann ist ihm das peinlich. Inzwischen, oh, sind wir beim Bunny Boy zu Hause bestimmt, in Dichasia. Oida. Holy fuck, das ist einfach Old Shalayan. Das ist diesmal wirklich, what the fuck? Sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Alter, was ist mit diesem Kind We los? must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Du darfst wahrscheinlich einfach nur nicht weggehen von der Schoß. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier.
Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Okay, also will den literally direkt ins Gesicht spucken. Your Radiance, Was ist mein Geheimnis were draus? Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Auto be ein Arsch. Dion? Yes, sire. Kein Wunder, dass die Mama den so mag. Sind beide durchgeknallt. Zählt mal mit dieser scheiß Blume, Alter. Siehst du die jetzt? Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Uff. If that is your Ich wish, glaube, der Bunny Boy ist gar nicht so ein schlechter Bunny Boy. I shall depart at once. Ausgenutzt. Alter, sie kann nur blöd schauen. Die kann nichts außer dumm schauen. May Gregor forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Okay. So Annabella's tales were true. Oh Gott, und der ist komplett... Ich meine, der ist so schon crazy. Aber der ist einfach completely brainwashed auch noch von der. Ist ja aufzugrinsen, Alter. Ich reiß dir alle Zähne einzeln aus. Wetten, ich weiß nicht, kann man... Ich weiß nicht, ob man den Dominant, also die Esper, in ein bereits geborenes Kind vielleicht reinsetzen kann. Aber falls das möglich ist, ist ihr Plan bestimmt einfach, dass sie Bahamut in Olivier reinpflanzen.
Falls das möglich ist. Ich mach mal kurz den Punkt weg. And how may I assist you today? What is it that you wish to learn? Here's the latest information I have. Of course. Oh no. Ambrosius. Der hat gerade so grau ausgesehen, als ob Ambrosia tot wäre. Okay, die sind Reisegefährten. Das heißt noch immer Josephs Begleiterin. Ah, da ist sogar gekennzeichnet. Magisches Wesen. Rettet. Beste Freunde, rettet. Okay. Benediktor. Und den hat man schon lange nichts mehr gesehen, Alter, von Barnabas. Mysteriöses Wesen. Am meisten hat man wirklich... Ja, okay, von Clives Versteck ist klar. Vertraute. Okay. Oh, Shivas Icon ist auch pretty. The state of the realm is ever changing, Clive. Gehen wir mal zu unserem Onkel. Der Onkelbesuch wirkt so, als wäre es eine gute Abschlussquest. Jetzt noch ein bisschen gute Zeit mit ihm haben. Hoffentlich. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? Was? 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kopko withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts.
But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. Bitte nicht. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a Nein, lieber Byron, bitte komm nicht I'd mit. be glad of the company. Nein! Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. Nein, du kannst ihn doch nicht. Du willst fucking Titan umbringen. Warum nimmst du deinen Onkel mit? Time waits for no man. Kannst du nicht einfach nur mit Torgal hingehen? Bitte. Ja, jetzt lächelst du noch. Bis er dann aufgespießt wird von einem Stein oder so. Allow me to educate you. Oh. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Die Wüstenhäsin. An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Was siehst du, Xeno? Ich habe da gerade was gesehen an Gavs Ausrüstung, was ich dir zeigen muss, falls du noch da bist. Denn ich denke, jemanden wie dir wird es probably etwas sagen. Ja, warte. Was haben wir denn da? Kommt dir das bekannt vor?
Ich warte nicht drauf, Alter. Ich warte nicht drauf, bis dir am Ende des Games bestätigt wird, dass FF16 einfach nur eine Shard ist von der Source. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Okay, ich hätte gehofft, dass ich jetzt auf die Map komme und selbstständig hingehen müsste. Denn das machen wir nicht mehr. Dieses neue Gebiet werden wir uns beim nächsten Stremm ansehen. Wir schauen jetzt noch ganz kurz zum Mogri. War die Karte? Du erhebst dich? Warte noch ganz kurz. Der wandelnde Grabhügel, what the fuck? Karte Rise, ja. Der Y würde jetzt hier speichern. Ich wollte gerade sagen, mach noch. Nee, ich mache jetzt Stremmende. Nummer-Questo? Ich mache jetzt Stremmende. Wie viel Game Time haben wir eigentlich schon? 7 ist da irgendwo? Das ist außerhalb. Außerhalb? Warte, ich bin paranoid, ich speichere nochmal. Every Gamer ever. Mhm. Außerhalb, ja? Ich glaub schon. 15 Stunden. Das kann nicht stimmen. Aber was ist das? Ja, aber das kann nicht stimmen. 15 Ich hab jetzt einen Stream gehabt mit ca. 8 Stunden, einen mit 7 Stunden, jetzt nochmal einen mit 7,5 Stunden. Wie soll das auf 15 Stunden gehen? I don't know. Aber da steht gespielt 15 Stunden. Das hast du sicher noch nicht aktualisiert. Da stimmt irgendwas nicht. Oh, wir haben übrigens die Stories zu 63% fertig. 8 plus 7 plus 7, 15. Ja, sehe ich auch so. Oh Gott, meine Stimme. Schaut mal, Leute, ist das nicht ein toller Screen? Ich denke, es ist besser, wenn wir uns beim nächsten Mal in aller Frische Zeiten widmen. Aber sei doch best umskript. Ich habe noch Hans, aber die will ich heute nicht mehr machen. Wenn wir uns das nächste Mal eben dem dann voll und ganz widmen. So, dass auch jeder dabei sein kann und ausgeschlafen ist und so weiter. Ich mag Voraussichtlich wird der nächste Stream dann von mir für FF16 Donnerstag stattfinden. Maybe auch Mittwoch, je nachdem wie die Karte halt Bock hat oder nicht. Aber ich tippe eher auf Donnerstag. Mhm. Ja, gibt es noch was zum Sagen? Ja, morgen gibt's keinen. Ja, morgen, genau, machen wir noch mal zur Erinnerung. Morgen gibt's nichts. Morgen geht nicht. Donnerstag, da bin ich nicht da. I'm sorry, Cecilia. Ich muss leider meinen Urlaub nutzen. Aber das VOD wird eh hochgeladen. Also von daher, du kannst es dir gern nachholen. I'm sorry. Das Problem ist, Donnerstag ist mein letzter Urlaubstag. Und am Freitag habe ich Dienst. Das heißt, danach könnte ich es wieder samstags. Und so lange schaffe ich nicht ohne FF16. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich sowieso einen Herzinfarkt. Jetzt muss ich sowieso schlafen gehen oder so. Keine Ahnung. Holy fuck. Alles gut. Danke, Katze. Jetzt bin ich wieder wach. Jetzt kann ich bis um 4 Uhr weiterspielen. Alles gut. Dann kannst du ja Hans machen. Nein. Bin auch schon ziemlich fertig. Und ich würde auch gerne Guten Morgen, Guys. Und ich würde auch gerne noch was essen, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall, Guys. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns probably am Mittwoch bei der Karte. Wenn nicht, dann bei mir oder so. Keine Ahnung. Ich
Ich wünsche euch an der Stelle noch eine gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schlaft gut. Träumt von Titan. Und bis zum nächsten Mal. See you. Ciao. Gute Nacht, Guys. Schlaft gut. Ciao. Mau. Torgal Best Boi. Woof. Mau. Mau. Mau.